beginnen. Und zwar mit Genshin Impact. Live starten. Upsi Daisy. Niemand hat irgendwas gesehen. Alles perfekt. Also, wie sieht's aus? Gehen wir live? Gehen wir nicht live? Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Also, wie sieht's aus? Klappt's nicht? Haben wir die ersten Daten? So. Das sollte doch klappen. Also. Das sieht gut aus. Sind wir live? Wieso sehe ich nichts? Doch, ich sehe was. Perfekt, wir sind live. Höre ich mich auch selber? Perfekt. Ja, ich höre mich sogar selber. Gut. Dann Servus Panzerfaust, Servus Lena. Oh Hilfe, TikTok explodiert wieder. Servus Guardian, Hallöchen L. Ja, schön. TikTok, schön. Da ist eine Nachricht. Ich will aber sehen, wer sie schreibt. Sasuke Ushia, hi. Remo Tempest, Hallöchen. Angel, Xiao und Samira, hi. Lara, Hallöchen. ABCAD, hi. Servus Someone, servus Xiao, servus Miko, servus Ele. Ja, ist ja gut. Wir gehen wechseln zu Nahida. Servus Lara, servus Merit, servus Angel. Hallöchen zusammen. Hallöchen Minerva. Ich glaube, damit sollte ich jetzt alle gegrüßt haben. Fürs Erste. Mir geht's ganz gut. Und selbst? Eine Nachricht, die ich sehr oft heute lese. Ich habe den 50-50 verhauen. Oh, es gibt einen Brief. Oh, Ah, das Event, was ich mitgemacht habe. Da war ja was. Ich wundere mich schon. Gut, also. Servus zusammen, willkommen bei dem heutigen Stream. Wir machen mit der Main Quest heute weiter. Wir gehen durch Sumeru. Wir haben ja das letzte Mal unsere liebe Collei und unseren lieben... War es Temari? Heißt er Temari? Unseren Waldhütermeister? War es Temari? Ich bin mir unsicher. Servus Xuvia. Wie, du hast deine Brille kaputt gemacht? Welche Brille? Normale Brille oder VR-Brille? Bitte? Ich hab nicht. 3 Ayatus in 20 Gebeten, das ist nice. Wir haben nur eine Raiden bekommen. Und ich habe jetzt sehr viele Leute genervt, damit ich bei denen angeln durfte. Und wir haben jetzt einen großen Fang gemacht. Hahaha. Ah. Ist du kurz oder weitsichtig? Servus, Juna. So. Oh, ist das hier schön. Auch die Musik. Stimmt, das sollten wir auch machen. Bevor die Leute sich wieder beschweren. Alles mal weg. Sonst können wir keine Ausrufezeichen wegmachen. Kurzsichtig. Gut, dann solltest du ja den Stream sehen. Was sind wir? Danke für die 15 Rosen. Kannst du mir bitte Figurenbuch Al-Hatim? Bis? Ja, kann ich. Was ist mit dem Figurenhandbuch? Mir geht's ganz gut. Und selbst? Hast du keine Ersatzbrille, Minerva? Also, Aufträge.
Wo ist der Auftrag? Wir wollen mit der Quest weitermachen, falls ihr keine weiteren Fragen habt. Deswegen habe ich gern eine Ersatzbrille, wenn ich sie auch nicht nutze. Was sind wir? Danke für den Tiny Dini. Wer ist noch nicht da? So ist Elena. Also I. Ist es Elena? Ja, ist es. Haha. Gut. Weiter geht's. Ziel verfolgen. Wir müssen da hoch. So. Komm. Weg damit. Oh, es geht direkt los. Think about it, Tighnari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Ghulam. Let's at least listen to Tighnari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Tja, danke für den Panther und Hallöchen Limin. Glückwunsch, Miko. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. Willkommen, Lena. Fühl dich geknuddelt. Moment mal, was? Ist was Neues passiert? Oder das Alte? Na egal, fühl dich geknuddelt, so oder so. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tighnari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. Oh, And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. ach so, ja gut. Fühl dich geknuddelt. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tighnari, but you... So be it. Come, Ghulam, we're leaving. Wie stur die Typen sind. Sagt ihm doch einfach, weswegen ihr ihn braucht. Tighnari, what was that all about? Glückwunsch. Some people from the Academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? Yep. That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Ist das gut oder ist es schlecht, dass du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst, Milena? Sorry. I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think.
My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. Tüdelü. Tüdelü. Bye bye. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amorta Darshan and is adept at gathering information. Ask also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Okay. Needless to say, this device and its usage fall under the Academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Nur um sicher zu gehen, ihr könnt mich und das Spiel gut hören, oder? Ja? Nein? Vielleicht? Ja, ich weiß, ich frage sehr, sehr früh. Gut. Twitch sagt ja, was mit TikTok? Perfekt. Und meine Stimme zum Verhältnis zum Spiel ist auch nicht zu laut, zu leise. Alles gut soweit. Perfekt. Great! Next up, Sumeru City! Oh, but wait, before that... Wir werden uns noch von Collei verabschieden. That's right! Tighnari, we have something important to say to Collei before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tighnari. All right, let's go! Ich habe nur gefragt, ob man alles hören kann. Die Stimmen und meine Stimme. Farewell, and good luck to you both. Welche Lautstärke habe ich denn eigentlich eingestellt? Hier. 6, das passt. Na dann. Da ist sie ja schon. Lavendelfang, danke für die Rose. Das ist Ace. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Danke. Thanks for waiting here just to see us off, Collei. We're headed to Sumeru City. Collei, pass gut auf dich auch. Wir kommen wieder. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend. Not some girl that needs your sympathy. So, Sonnenfisch. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. Fühl dich geknuddelt, Milena. There's no need to apologize, Collei. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. I told you that I'd give you a copy, remember? Yay! Thanks, Collei. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. Well then, I, trainee Forest Ranger Collei, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The rain... Okay, das ist das erste Mal in Genshin, dass ich sage, da haben die sie jetzt ein bisschen mit der Story gespart. Alle anderen Charaktere wurden so schön eingeführt und man hat mit denen interagiert, hat mit ihnen Abenteuer zusammen erfahren, aber hier, das stört mich so ein bisschen. Wir tun jetzt so, als
entweder diese Zeit, wo wir in diesem Dorf waren, war um ein Vielfaches länger und ein Großteil von diesen ganzen Ereignissen haben wir gar nicht mitbekommen. Oder es war wirklich nur diese paar Male, wo wir mit ihr geredet haben und darüber jetzt so eine tiefe, innige Freundschaft aufzubauen. Sie ist besser eine Bekannte in der Hinsicht. Wisst ihr, was ich meine? Da haben die mit Amber und Co. und allen anderen eine viel bessere Sache gemacht. Servus. Ja, aber trotzdem hat es sich nicht sehr lange angefühlt, muss ich sagen. Gerade im Verhältnis mit den allen anderen Personen, mit denen wir interagiert haben. Vielleicht hätte es mehr geholfen, wenn wir den... Hat sie den Legendenauftrag? Bestimmt, oder? Wo ist ihr... Nee, sie hat keinen Legendenauftrag? Na, vielleicht mit ihm, aber den dürfen wir noch nicht machen. Und... Hier taucht sie auch nicht auf. Na... Dann ist doch schön. Das ist doch die Hauptsache. Dann gehen wir mal dahin. Wobei, ich habe keinen Bock, dass hier bereits die Quest ausgelöst wird. Deswegen, wir gehen stilvoll nach Sumeru. Wobei, wie heißt die Hauptstadt? Heißt die Hauptstadt auch Sumeru? Na, vermutlich. I see everything. Okay. Oh, hier ist was. Ist es über mir? Ist es unter mir? Wo ist das Ding? Oh. Gar nicht mal gesehen, aber trotzdem durchgeflogen. So, scan you. Danke für den Hinweis, ich sollte mehr Spieler deaktivieren. So, wir sind in der Hauptstadt. Oh, wir hätten den Porter benutzen können. Na egal. Sumeru City! We finally made it! Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Ja, du hast bereits Yay Genshin, Moin, Moin und Hallo siehst du meine Nachrichten geschrieben. Mehr sehe ich nicht. Perhaps you two have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Rukkhadevata's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge.
After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha Terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. I Okay. should mention that due to technical limitations, the operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Oh, so this is the thing that Tighnari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Na, und ich hätte jetzt erwartet, Alexa, wo geht es zur Dendro-Archon? Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanali. Let's give it a try. Oder noch besser, Nahida, wo ist der nächste Slime? Der nächste Slime befindet sich direkt vor deiner Nase. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Also Alexa, Google oder Cortana. Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. Oh, Seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam! You get it. Oh, So- that'll come in real handy. hallo Melena, hallo Naruto. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanali. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Collei was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. Wenn ich so nachdenke, Akasha, Alexa hat schon Parallelen. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Ayano Koji. Guten Abend. Paimon's brain is exhausted. Ich versuche etwas anderes zu fragen. Vielleicht kann ich über einen Umweg auf die Antwort stoßen. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Wer braucht schon eine Alexa? Alexa, Licht auf Rot. Licht auf 100%. Beschwert sich jetzt jemand? Alexa, Licht auf Grün. Alexa, Spiel von Pharrell Williams, I'm Happy. Because I'm happy. Tut mir leid, muss das sein. Bei wem gingen die Lampen auch an? Ah, schön. Warte, hat er jetzt wirklich das Lied gespielt?
Ey, Elena habe ich auch hingekriegt. Sorry. Wow. Amazing. Wir können es nicht hören. Was meinst du mit Xiao? Was könnt ihr nicht hören? Hörst mal, das? Hörst du das Spiel nicht oder hörst du mich nicht? Über warum Akasha die Frage nicht beantwortet hat, nachdenken. Über die niedere Herrin Kusanagi nachdenken. Über die höhere Herrin Weiter nachdenken. Mal schauen, ob das... Es entsteht ein wahres Gefühl, dass Akasha nicht bedingungslos auf jede Anfrage antwortet. Und selbst wenn die gleiche Frage gestellt wird, entspricht das erhaltene Wissen von Akasha der Identität, Alter und Erfahrung und so weiter des Fragenden. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. Man hört das Spiel nicht. Okay, hört ihr das Spiel oder hört ihr das Spiel nicht? Gut. Gut. Mach mir nicht so eine Panik. Ah. Soll Alpema über die niedere Herrin Kusanagi nachdenken. Einige neue Erkenntnisse kommen auf. Insgesamt deuten sie aber nicht auf viel mehr als das, was jetzt zuvor schon bekannt war. Das habe ich auch nur gesungen. You too? Well, glad it's not just Paimon. Saus W. Paimon ist erleichtert, dass du dasselbe Problem hast, was? Gefühl hast? Über die höhere Herrin Ruka der Weiter nachdenken. Ich sehe viele leuchtende Punkte vor meinem inneren Auge. Ich müsste innehalten und sie sorgfältig analysieren, um herauszufinden, was sie sind. Ich spüre aber auch Liebe, Sehnsucht, Nostalgie, Traurigkeit, Unruhe und Ähnliches in mir aufkommen. Vermutlich sind das alles Gefühle, die die Menschen in Sumeru der Göttin gegenüber empfinden. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanagi. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tighnari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the Academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Habt ihr den gesehen? Der kommt näher, näher, näher. Hat uns gesehen und nö, ich hau wieder ab. Wupp. Let's see. Tighnari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Ja, wir stehen direkt davor. Ja, wir stehen direkt davor. Oh, hallo, Sekretärin. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir erstmal die Sekretärin fragen würden. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Der sieht aus wie der Barmann, nicht der Typ, der an der Morgenröte anwesend ist und dem man immer das Getreide bringen muss. Great. You see, Tighnari sent us here and... Weswegen hast du jetzt Angst? Nee, da was ist los? What? Tighnari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Das scheint ein Missverständnis zu sein. Wir sind nicht hier, um über akademische Fragen zu diskutieren. Here, this is a letter from Tighnari. So ist Ventigott. Ja klar. Ich mache sehr vielen Personen Angst. Ich bin so böse. Oh, let me see. Es tut mir leid. Relief. You two nearly scared the life out of me. So, you two just have some questions for me? Was?
Was ist denn das für eine Frage? Ach, Hilfe, die billigen Witze fangen wieder an, Schnief. Seems even Tighnari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Sorry, the Akasha didn't respond to my query. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. Little Lex Boba Tex. Danke für den Follow. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Surasthana or made a public appearance. Didn't expect her to be such a mysterious figure. Ja, Rex Lapis war auch nicht ist auch nicht sehr oft rausgekommen, außer als er gestorben ist. Naja, Details. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. Was? Abgelehnt? In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Eine Wanderine, Hilfe. Das Uwu. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tighnari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Milena, danke für die 2 Cat Paws. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Das ist also dein Fachgebiet. Und das sind die wichtigen Informationen? Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Also du kannst gerade mal Grundlegendes. Okay. Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. Ciao, danke für das Fingerharz. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Es könnte sein, dass wir doch jemanden kennen. Huh? Like who? Ad Astra Abyssors, zu den Sternen und Abgründen. Ach, hier wird es auch eine geben? Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Dam, dam, dam. Ich mache die Haupt Archon-Quest. Wir suchen Nahida. Wir suchen die Kleine hier. Wenn wir sie nur finden können. Aber sie wird doch wohl nicht gerade so vor unserer Kamera rumstellen, oder? Manchmal stelle ich mir vor, wie im Grunde der Traveler jede Person die Fähigkeiten kopieren kann, die er trifft. Und jedes Mal, wenn er die Fähigkeiten wechselt, er einfach nur die Klamotten von den Leuten anzieht. Sprich, dass jetzt der Traveler, unser lieber Ether, mit den Klamotten von der Nahida herumrennt. Und auch mit demselben Laufstil. Wisst ihr, was ich meine? Ah, hier. Ad Astra Abyssosk. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something.
Was ich gerade gesagt habe? ähm. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? Du hast jetzt Bilder im Kopf, zum Beispiel der Traveler in den Klamotten von Kea. Oder noch besser von Ganyu. Mit dem ganz engen Strumpfhose-Ding. You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. Wir haben ja letztens die Theorie aufgestellt, oder ich habe die ja auf TikTok gesehen, dass Catherine nichts anderes als eine Maschine ist, die von den Fatui eine Spionin ist. Deswegen hat sie auch so ein Schlüsseldings auf den Rücken und deswegen gibt sie auch so oft. Wenn ich ihr jetzt so höre, dann hört sich sie extrem wie eine Maschine an. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Denkt daran, Ether muss dann komplett flach sein. Wichtig. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. Oh, okay. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. Die Amramiten? They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Ich habe auch keine Ahnung. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. Servus, Marian B. Aber werdet nicht zu dunkel mit den Witzen, ne? Wir wollen nicht TikTok verärgern. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Gerne. Alright, off to the Citadel of Rexar we go! Mhm. Böse. Du meinst mit den Babys? Ganz böse. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, bin ich hier richtig? Moment, gleich geht's. Wo ist TikTok hin? Da ist TikTok. Ah, okay, Alchemie. Mhm. Warte, irgendwas Seltsames habe ich doch letztens gesehen. Und auch runtergeladen. Wo bist du? Irgendein seltsames Bild. Finde ich das wieder? Sieht schlecht aus. Irgendwie, das war sehr viele Beine von allen Genshin Charakteren. Keine Ahnung warum, hat mich extrem gewundert. Aber irgendwas ist mir ins Auge geflogen. Stimmt. Das waren alle weiblichen Beine und ganz rechts waren Ventis Beine. Und ich denke mir so, hä? Also wirklich so quasi die normalen Standardbeine von allen Charakteren. Einfach nur von unten also ohne den Oberkörper zu sehen. Ich denke mir so, WTF. Wollen die mir damit sagen, dass Venti weiblich ist? Venti ist der Trap, aber sowas von.
Böse Xiao. The Adventurers Guild told me to expect you to. Wie? Ich bin doch gerade eben erst losgelaufen. It's nice to meet you, Asfand. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Okay. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ich glaube, Elena meint alle deine Witze. But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. Siehst du? Alright, well, thanks for the info, Asfand. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Seems Asfand was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. Oh, das macht mir Angst. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Xiao, danke für die 4 Tech-Tags. Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Rein zufällig, wir laufen durch die ganze Stadt, sagen oft ihren Namen und jetzt auf einmal, rein zufällig, ihr sucht nach Informationen, ich hätte da was. Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Und du hast uns die ganze Zeit Oh, verfolgt? I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Was für eine Legende. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon.
Wenn du glaubst, dass der Witz mit den Babys nicht so schlimm war, dann kriegst du ab jetzt Witzverbot für den Chat. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." Schön mit der epischen Musik. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way, it seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Suchen die nach uns? Of course. So did you two know that, Oder nach ihr? I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Mhm. Oh, da ist was ich einsammeln kann. Hey, wait! What the heck just happened? Weil ich für den Live verantwortlich bin. Sprich, ich habe eine Möglichkeit, darum mit umzugehen. Bei YouTube, Twitch und TikTok. Ich glaube, ich kenne die Position von YouTube von Twitch. Ich ahne, dass YouTube eine ähnliche Richtlinie hat. Also gehe ich davon aus, dass TikTok sie auch hat. Und wenn ich nichts dagegen mache und euch machen lasse, dann habe ich Probleme. Aber es gibt eine Möglichkeit, die ich machen kann, damit ich keine Probleme habe. Wisst ihr, was das ist? Euch sperren. Twitch ist, wenn irgendwas sehr Schlimmes geschrieben wurde, sehr damit zufrieden, wenn ich einfach nur die Leute sie sperre, aka banne. Wenn ich es nicht tue, ist es so, als wäre ich damit einverstanden. Ne? Und dann ist es so, als hätte ich selber es gesagt. Also tut euch selber und mir einen Gefallen und zwingt mich nicht, dass ich euch bannen muss. Ansonsten werde ich von Twitch, YouTube oder TikTok gebannt. Versteht ihr das? Hahaha, den kenne ich aus Zootopia. Schwanger, Schenkelklopfer. Obwohl der geht. Da war sogar in Zootopia drin. Gut. Aber wie gesagt, wenn ich euch sperre oder stumm schalte, dann ist es nicht so, weil ich euch quasi mobben will, weil wenn ich es nicht tue, geht es mir an den Kragen und dann ist der Stream für alle aus. Versteht ihr das? Oder hat es jemand noch nicht verstanden? Gut, weiter geht. Das muss wohl mit diesen Leuten zu tun haben. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Wir könnten sie fragen. This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Lena, mir liegt es auf der Zunge, aber ich schluck's grad runter. Du weißt, woran ich denke, oder? So ist Princess Dev. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Alexa, Licht aus. Du hast danach gefragt. Ich hab gesagt, okay, ich schluck's runter. Alexa, Licht an. Sorry. Ah, schön. Wieso bringt dich Genshin zu weinen?
Ja, ich streame parallel auf YouTube, Twitch und TikTok. Das heißt, dass das Flashback... Alexa, Licht auf 50%. So besser? Okay, weiter geht's. Sorry, Elena. Ah komm, ich bringe euch auf andere Gedanken. Alexa, erzähl einen Witz. Welche Farbe? Ah. Ah, Hilfe. Kenn ich. Ich habe dasselbe Problem. Die Enter-Taste. Und warum können Piraten keinen Kreis fahren? Weil sie Pi nicht berechnen können. Nee, weil sie Piraten. Hilfe, so herum. Gut. Ich hab gesagt, ich schluck's runter. Und dann hast du doch mal mich quasi an die Seite gestoppt. Dann musste ich was sagen. Sorry. Ja, gut. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Nein. Böser Sonnenfisch. Überleg mal, ich hätte Text-to-Speech an. Sprich, alles, was ihr schreibt im Chat, würde laut vorgelesen. Und ihr würdet euch gegenseitig mit diesen A-Kommandos nerven. Ich bin ja leise, ich bin leise. Ich habe schon genug geärgert. Den hatten wir schon, Naruto. So, weiter geht. So ist Alexis. Quick, after her. Ach was, es geht immer noch ein bisschen. That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dinner's on. Willst du noch einen Witz hören? Und du spielst Powerwash Simulator? Ja, wo müssen wir denn hin? Blin ist Pfannkuchen auf Deutsch. Ach so, dann war es nur eine alte Nachricht. aber Minerva liebt Witze. Wo muss ich denn überhaupt? Ach, da. There you are, Dinyarzad. We thought you might have been long gone by now. Oh, it's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there are some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult for me to run. Wie wär's, wenn wir uns irgendwo verstecken? Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. Was hältst du davon, wenn wir zusammen in meine Teekanne gehen? Hm? Sie ist schön geräumig. Das müsst ihr jetzt sagen. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Willst du mal meine Teekanne sehen? Sie ist schön geräumig. Ich habe keine Ahnung, was sind die letzten Worte? Was denn? Ich mach doch nichts. Was ist los, Leder?
Ein Pfannkuchen. Ein Blin ist ein Pfannkuchen. Blinchik. Ich kann auch meinen weiblichen Avatar We made rausholen. it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. Ah, die haben wir doch gestern in VR-Chat gesehen. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Bis. Wait a sec! Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back. Why are you still pushing her? Stay out of this. You don't understand the situation. Bis 0 Uhr oder bis 1 Uhr. Wie immer eigentlich. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Ah, alles schwärzt mir. Hahaha. Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Hallöchen. A triple? Hallöchen. Give me some time and I'll get that much. Darf ich mal meinen Satz zu Ende reden? Danke. Hallöchen, Ella. Hello. My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya. For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And I know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. I still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. This should be old news to you. Oh, hat sie vielleicht auch diese Krankheit? Die auch unsere Collei hat? Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to. Because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. Deswegen hat sie auch diese... This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. Wer mobbt dich denn diesmal? My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Danke, Alexis. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. Das sind die Grundregeln, wenn man sich raus... Was kann die eigentlich? So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay,
Let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Oh. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an understanding. Den Jahresrat. Ist alles in Ordnung? I'm fine, really. I just feel a little tired now that things have calmed down. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. Ich weiß nicht, irgendwie die Musik kommt mir so rüber wie aus so einem 70er Jahre alten Noir-Streifen. Well, if it isn't Dia. Haven't seen you in nearly half a year. So ein Schwarz-Weiß-Detektiv-Schinken. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Don't you find that kind of work boring? Das ist mir auch klar. Alles gut, ich kann ein bisschen Russisch. So ein ganz kleines bisschen. Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it. Huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Schon gut, wir essen dasselbe wie du. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How about our charcoal-baked Nach cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. Die Großen hier oder die Kleinen da? They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Was? Moment. Es gibt was kostenlos zu essen und Paimon will nichts? Ich kann mich noch an die... Paimon kam an... Okay. Hey, come on! Paimon has personal preferences too, you know. Legend Gardner, danke für den We Follow. asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Okay. Really? Meint sie, das ist... Hat die Göttin sie Yes, it was when I was a child. At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But my younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Mir geht's ganz gut und selbst? Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen.
But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Ich habe keine Ahnung, wie nennt man denn schlaue Menschen? Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Und denkst du, dass diese Stimme die niedere Herrin Sanali ist? Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. Moment mal, die Fantasiestimme hat ihr beigebracht, wie sie Bücher lesen kann? That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zero's festival for her. What's the Sub-Zero's festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. Oh je. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Uff. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Das, Gengar. Das. Und Glückwunsch zur 41. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. Moment mal. Sie verteidigt die aktuelle Göttin und das könnten manche... Boah, Menschen sind furchtbar. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilou, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something in her arms. Did you give her something? Yes. Initially, I didn't have much more prepared, so I had Nilou sell one of my skirts. I've agreed with Nilou to meet up at the Grand Bazaar today, and see how things are coming along. Dia. Sure. That's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. Können wir auch mitkommen? But of course. Nilou will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Wo geht's? Hier geht's raus.
Vor allem so, ja, und warum wollt ihr mit ihr treffen? Ach, wir haben schon mit dem Anemo-Archon ein bisschen geschnackt, ist unser bester Freund geworden. Mit dem Geo-Archon haben wir sehr gute Kontakte geschlossen, bis er gestorben ist. Wir dürfen ja nicht sagen, dass er noch lebt. Und mit dem Raiden-Archon? Wer ist eine Blitz-Archon? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ah, schön. Okay. Ja, na. Dendro ist Pflanze, Geo ist Stein und Elektro ist doch nicht Elektro. Das hört sich so langweilig an. Das müsste irgendwas Schönes sein. Warte, was heißt Elektro auf Latein? Das muss ich jetzt mal googeln. Elektro, Latein. Was ist mit Google los? Google. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Kann ich eine von euren Alexas benutzen? Okay, irgendwie zurzeit ist was los. Was ist hier los? Elektro? Okay. Oh, langweilig. Grüße, Stray Kids. Wo ist das hier? Da ist es. Na, ist langweilig. Sowas wie Kraft und auf Latein wäre es Dynamis. Ich sag doch nichts. Der... Wo muss ich überhaupt hin? Schade, das zu hören. Ups. Nein! Aufträge. Ziel verfolgen. Darunter müssen wir. Zum Glück haben wir dieses GPS. Heute haben wir noch kein Multiplayer gemacht. Und ja, gut. Oh, sie kennen wir doch. Sorry I'm late, Nilu. Oh, Dunyarzad. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home. But you made it in the end. Uh-oh. But if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Not completely. Ich hab Nilu auf dem Hauptaccount. Oh, and who are these two? Oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumeru City and are looking for information on Lesser Lord Kusanali. So you're followers from another land? Um ehrlich zu sein, Oh, nein. really? Well, that's okay. You're still invited to the Sabzerus festival. By the way, Dunyarzad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Wow! This place is amazing! Nicht spoilern. Ich mache sie das erste Mal. Not bad. Last time I was here, the stairs were full of holes. The stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances.
Warum kam denn niemand, um das Problem zu lösen? Oh, probably because it was the theater asking. The academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. We can't let that happen, though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Sub-Zero's festival anymore. Thank the Dendro Archon for Dunyarzad. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much-needed makeover. Gänge, Dank für die 4 Rosen. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. And I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. It's our dream. I'll do my best for the 2 of us. Nilu, what are you gonna be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Sub-Zeros, the most important performance at the Sub-Zeros festival. Dunyarzad, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the Greater Lord and Lesser Lord so far. Okay, then I'll tell you 2 about how this holiday came to be. According to legend, the Sub-Zeros festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukkhadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. Some of the gods got drunk. One started playing music, and the Greater Lord started singing, so the Goddess of Flowers began to dance. As she danced upon the grass, countless beautiful parisaras began to bloom wherever she stepped. Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, "Oh, if only time could stop at this very moment." Klingt, als hätten sie viel Spaß gehabt. Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. But Sumeru's gods also had happy times. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the Goddess of Flowers looked. Though we're just tiny people compared to the Divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. So ist Klaus. Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. They symbolize the Goddess of Flowers, after all. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yeah. The Greater Lord brought forth Padisaras in memory of the Goddess of Flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the Goddess of Flowers dance makes me wish I could have seen it. If my stage were anything like that, I'd be thrilled if I had just 2 real Padisaras on the stage. Was? Gleich 2? Mann, du willst zu viel. So, Traveler in Paimon, what do you think? Interested in the Sub-Zero's festival? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! Du willst doch nur Spaß haben, oder? Und du willst nur Nilu tanzen sehen, oder? Hey, come on! There's nothing wrong with enjoying a festival. Besides, it's Lesser Lord Kusanali's birthday. She'll be happy to have more people who are celebrating it. Paimon, darf ich dich erinnern, was bei dem letzten Fest passiert ist, bei dem wir dabei waren? Der Abstieg von Rex Lapis, So how about we all attend the Sub-Zero's festival together? Mir geht's ganz gut, und selbst? Dunyarzad, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler in Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sub-Zero's festival. In that case, we'll take a look around. Na dann.
Na, es war schon ein Anblick, seinen Körper wie ein Stein aus dem Himmel runterfallen zu lassen und fast alle und auch Ningguang damit fast zu zerquetschen. Unheimlich. Das ist schön zu hören. Whoa! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an outlander? Did you know that the Sabzeruz festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. Ich glaube, dafür kenne ich Raiden noch zu wenig, dass sie diese Voicelines mir sagen kann. Ich glaube auch. Danke, dass ihr uns alle gerettet habt und alles, aber nee, bitte. Jedes Mal, wenn ihr da seid, passieren Katastrophen. Wäre es besser, wenn eine Katastrophe passiert und wir nicht da sind? Revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. I don't know much about the Grand Bazaar, but I do know that the residents here have a penchant for song and dance. Two things that the academia doesn't particularly approve of. Oh, and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere. The fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and... I mean, that's what I've heard at least. Aha. Sprich weiter. Ah, hier. Nee, ich will nicht die genau Werbetafel. Ja, danke. Things are really shaping up, and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Mach ich gleich. Don't be fooled into thinking that Sumeru City has the best of everything. Some festival snacks are only offered here in the Grand Bazaar. Oh. And when it comes to musicians, dancers, or singers, the Grand Bazaar's got the best of the best. Sure, those folks at the Academia might not like it, but what's a festival without song and dance? Okay. Raiden, wolltest du Figuren? Wo ist unsere Streberin? Da. Daten. Stimme? Geschenk über Leibwächter, Yaimiko, über Toma, Yoimir, Moraxen, Ito. Surprise! Naja, ihr kennt doch kennt ihr die Theorie? Die habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass vor 500 Jahren die unbekannte Gottheit die Zeitlinie manipuliert hat, um die Katastrophe, die vor 500 Jahren passiert ist, quasi zu verhindern oder das Land zu reparieren. Und wir sind dafür da, dass die Zeitlinie nicht auseinanderbricht. Deswegen sind wir auch immer, wenn irgendwelche Katastrophen da sind, da. Kennt ihr die Theorie? Dancing at the Sub-Zero's festival. You know, I also danced when I was younger. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. My grandmother said that Greater Lord Rukkhadevata is a beloved deity and honored by all. And the Sub-Zero's festival has been losing its appeal over the years. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. I heard she forked out a lot of mora to make it all happen. Ernsthaft? So viele kennen diese... Na gut, es geht ja darum, dass unsere zwei lieben Reisenden, Aether und Lumin, ja von der großen Göttin aufgehalten wurden, der unbekannten Göttin. Und dann quasi auch gefangen wurden. Es gibt die eine Animation, wo Lumin? Doch, Lumin. Das Spiel geht davon aus, dass wir Aether nehmen in der Hauptsache.
Und Lumin ist dann im Normalfall die Böse, in Anführungszeichen. Und alle Cutscene-Sequenzen sind halt mit ihr da gehalten. Auch die eine, wo sie durch die Ruinen durchrennt. Das habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Das war vor 500 Jahren. Das heißt, unser Traveler, also Aether und Lumin, sind schon mehrere tausend Jahre alt. Also die zwei sind für sich allein schon Götter in dieser Welt. Der Punkt ist, man geht davon aus, dass die Zeitlinie komplett im Arsch war und dass diese unbekannte Göttin die Zeitlinie unterbrochen hat und sie aus der Zukunft genommen hat und zusammengestickt hat. Deswegen gibt es eine, wie soll ich sagen, wenn ihr die Raiden-Quest gemacht habt, wird Raiden sagen, als sie losgegangen ist, um ihre Schwester zu retten, gab es den heiligen Sakura-Baum nicht. Den gab es nicht. Aber später, als sie dann zurückgekommen ist, stand er da. Aus dem Nichts. Und alle sagten, er war schon immer da. Deswegen haben viele die Theorie aufgestellt, dass die Zeitlinie, dass die unbekannte Göttin einen riesigen Bereich der Geschichte rausgestrichen hat und die Vergangenheit und Zukunft zusammengenäht hat. Und damit das nicht auseinanderbricht, weil da ziemlich viele Ereignisse dann passieren, die nicht gelöst wurden und die neue Probleme machen würden, dass wir als Traveler jetzt quasi an die Problempunkte der Zeitlinie gehen müssen, um sie zu reparieren. Sprich, wir müssen Devorlin retten, wir müssen Rex Lapis retten, wir müssen Raiden Shogun retten und so weiter und so fort. Wenn wir das nicht tun, zerbricht diese sehr empfindliche Naht und die Katastrophe fängt wieder von neuem an. Deswegen ist es höchstwahrscheinlich, dass Lumin, also der böse Zwilling, wenn ihr Lumin seid, dann Aether, versucht, den Faden zu zerstören. Damit sie da, das alles rückgängig machen kann. Das ist die Theorie dahinter. Ihr kanntet die wirklich nicht? Ein anderer Punkt, so ein kleines Indiz, das sagt, jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, wo wir noch nicht hingehen dürfen, sagt Paimon, nee, das sollten wir uns später ansehen. Paimon ist quasi unsere Navi, die uns von Ort zu Ort leiten muss. Quasi ja, wir sind der Superkleber von Tevat. Aber das ist nur eine Theorie, da ist nichts bestätigt, das ist nur eine Theorie von Fans. Also es ist jetzt nicht so, dass ich euch irgendwie was Geleaktes von MiHoYo gesagt habe. Nee, könnte auch alles falsch sein. Um die Theorie ernsthaft? Nee, spult zurück. Es ging einfach nur quasi der große Storyplot von Genshin, der vielleicht existiert. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, alle Archons können etwas quasi aus dem Nichts Erschaffene. Zum Beispiel hier ihre kleine Sache, Raiden kann ihre kleine Blitzkugel schaffen. Machst du das? Genau. Alle anderen können das nicht. Außer der Traveler, die weibliche und männliche Traveler. Habt ihr gerade diese kleinen Blitze gesehen? Und hier diese Blitze, die begleiten auch Paimon. Also Paimon scheint eine größere Verbindung zu den Traveler, dem männlichen und weiblichen Traveler zu haben. Und ja, eine Theorie von mir war, dass vielleicht sogar ein Teil von Lumin Paimon darstellt. Eieiei. Na gut, aber das... Aber Ska... Raiden... Keine Ahnung, ob das jetzt ein Spoiler ist. Raiden ist nur eine Puppe. Version 2.0. Skaara ist auch eine Puppe. Und das ist Raiden 1.0. Man kann ihn die Alpha- oder Beta-Version und sie die Nachfolgerin nennen. Wusstet ihr das nicht?
Das sind beides Puppen. Und er ist der Vorgänger von ihr. Quasi der Versuchsaufbau. Nee, nichts mit Sohn. Deswegen haben die auch fast dieselbe Farbe. Deswegen bin ich mir unsicher, ob er wirklich ein Er ist. Raiden Shogun ist nur das Gefäß. A ist der Inhalt des Gefäßes. Das. Nee. Also nochmal zum Mitschreiben. Das, was du hier als... das ist Raiden Shogun. Raiden Shogun ist eine Puppe. Der Elektro-Archon ist aber nicht der Shogun Raiden. Der Elektro-Archon heißt A. Und A ist im Shogun Raiden. Quasi. Klar soweit? Nee. A ist eine Seele. A ist eine Seele, aber sie ist nicht die Seele von Shogun Raiden. Shogun Raiden hat ihren eigenen Willen. Shogun Raiden hat in dem Sinne eine eigene Seele. Sie ist eine Maschine. Keine Ahnung, ob sie eine Seele haben kann. Genau, A ist im Shogun Raiden. Es gibt einen Elektro-Yaksha. Ich kenne nur den Anemo-Yaksha. Nee, sie hat sogar 3 Namen. Xiao. Sie hat 3 Namen. Der andere Name war, glaube ich, Baal. Also, nochmal zum... Also. Der Geist, die Seele da drin heißt Baal. Baal kennen wir als A. Und A ist innerhalb des Shogun Raiden. Deswegen kämpft auch A mal gegen den Shogun Raiden. Mein Baidu-Bild ist ganz schlecht. Ich habe den nur ganz oberflächlich gemacht. Hier. So was. Na, das ist sogar relativ gut. Hier die Blume. Warte. Moment mal. Da stimmt was nicht. Sie braucht eine neue Blume. Ich habe sie ja unserem Kollegen hier gegeben. Stimmt. Upsi Daisy. Ich bräuchte eine anständige Feder. Könnt ihr einen... Dann des Zorns. Hofritual. Okay, ich brauche noch ein Hofritual. Upsi Daisy, deswegen macht sie so wenig Schaden. Wo ist das alte Hofritual? Hofritual, blutiges, altes Hofritual. Die sind alle bereits vergeben. Könnt ihr das geben? Geht. Geht. Das geht. Ja gut, das reicht. Problem gelöst. Wer ist Sarah? Xiao habe ich nicht. Baal. Okay, danke. Mein Fehler. Angel hat recht. Baal ist Makoto. A ist Belzebub. Genau. Sorry, mein Fehler. Nee. Hast du, hast du den auch den zweiten Legendenauftrag gemacht? Im zweiten Legendenauftrag wird das gespoilert, beziehungsweise erzählt, was es ist. Deswegen werde ich es jetzt nicht sagen. Sarah vom Banner. Oder meinst du Skaara? Gebet? Meinst du die da unten, oder was? Gerade verwirrt.
Um was geht's nochmal? Ich habe sie noch gar nicht gewählt. Die hat noch gar kein Bild von mir. Die hat nicht mal ein Level. Die hat Level 1 oder Level 20. Gut, machen wir mit der Story weiter, okay? Die einzigen Charaktere, die ich mehr oder weniger gebildet habe, sind die hier. Den muss ich noch, die muss ich noch. Ja, im Grunde habe ich nur die 4 hier. Alles andere ist quasi nicht vorhanden bei mir. Wieso? Ich habe doch nichts gesagt. Lena ist mein. Danke für die Rose. Gut, also wir machen weiter. Milu, your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first met up. I thought I'd add a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Wow, did you sew all that yourself? Uh-huh. Sewing is a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubair not only can make costumes, but props too? I've noticed that you can't keep your eyes off that crown over there. Would you like to try it on? Oh. May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head, so this crown was made to reflect that. Hey! Is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Was? Die kann auch ihr Ort verlassen? Ich bin verwirrt. Okay, das gucke ich mir gleich mal an. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurers Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break. Ja, ich auch. Willkommen zurück, Sonnenfisch. Hey, Catherine. Oh, hey! It's the Traveler and Paimon. What's shaken? Whoa, break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssosque. Und sie kann menschlich wirken. Sure. Standing behind the counter at the Adventurers Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. Meint mal, die haben Filme? But take you two, for example. You travel across Teyvat to enrich your lives and gain new experiences. Well, we enjoy traveling across Teyvat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Wird sich zeigen, ob ich das mache. Ich bin da sehr spontan. Yes, you should keep searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. Oh, ich hab grad Gänsehaut. Ich hab grad Gänsehaut. Leute, wenn sie wirklich eine Maschine ist und nur ihre Programmierung benutzen kann, wenn das wirklich stimmt, sprechen wir gerade mit einem der Fatui Harbinger. Mit der, die sie steuert. Wir sprechen gerade mit dem Fatui. Wie heißt sie? Wisst ihr, was ich meine? Sie spricht gerade komplett anders. Huh. Haven't we heard someone say something pretty similar recently? Anyways, what brings you out here, Catherine? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Normalerweise, wenn du übers Fragezeichen gehst, steht dann drauf, welche Mission du machen musst.
it's about time for me to be heading back now. Alright, we'll see you next time at the Adventurers Guild. Oh, by the way, thanks for connecting us with the Eremites. We've already made some great friends in Sumeru City thanks to you. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. See you around. Was meint ihr? Reden wir gerade wirklich? Wird sie gerade wirklich von einem der Fatui There's something really different about Catherine today. Hey, traveler. Paimon. Oh, hey, Dia. What's going on? I've got something to tell ya. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Are you serious? We'd love that! It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Und Dunsiarzat? My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Sounds like a plan. Let's head over to the Citadel of Regzar and wait for Dia. Moment mal, habe ich gerade was gespoilert? Sorry, ich mag es, Theorien aufzustellen und so Gedanken. Zum Beispiel bei dem Batman-Film, wo sie New York abgeriegelt haben, aka Gotham, ist mir auch irgendwie in der Mitte aufgefallen, dass der wahre Bösewicht die Frau ist. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. Ich werde wohl über Silvester einen Stream machen. Dann werde ich mit euch feiern. Vermutlich in VR-Chat. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? It's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Look, Dia's blushing. Es ist hier peinlich. Listen, you two. I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit-chat and head into the Citadel. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Jetzt weiß ich, woran sie mich die ganze Zeit erinnert. Kennt ihr den Anime, wie heißt der nochmal? Jobless Reincarnation war das, glaube ich, oder? Da gab es doch auch so eine Leibwächterin für die eine Rothaarige. Oh, hey, Chief. Ha, Dia! What are you doing here? And well, didn't expect to see you three together. I take it you all know each other already? We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfon for more info. No kidding. Huh. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Ruksha's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumeru City to begin bolstering its defenses, so people from all over have been called back to the city. Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Theft? Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. I suppose that's one way to look at it. But if you ask me,
The case is more about the Academia than anything else. Let me fill you in. The Academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you could head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Studenten der Akademie, hat das eine besondere Bedeutung? Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? If you're also interested, just go there and see what happens. Okay, er hat totale Truppenmangel, aber er schickt jetzt seine Beste raus, um mit uns zu spielen. Count me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. And take it from me, if you two really do decide to visit Port Ormos, you'd best watch your backs. Let's just say that the Eremites there aren't nearly as friendly as those here in Sumeru City. 7 Offizielle. There are even some extremists who go around shouting slogans like, "Retake Sumeru for King Deshret." Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. You bet they are. King Deshret's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. Not everyone's like you, Chief. Even the desert Ja, mach ich natives who gleich. abandoned their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Well, traveler, that's about all the information we have for you. Thanks, Dia! And you too, Asfan! Since we've gathered all we could for the moment in Sumeru City, let's head to Port Ormos and see what we can find next. Miss Dunyarzad is looking forward to seeing you both at the Sub-Zerus Festival, so be sure to get yourselves back here in time for that. Sicher, wir werden es nicht vergessen. Und rechtzeitig zurück sein. Good. Then we'll see you both at the Sub-Zerus Festival. Gut. Na dann, ich soll irgendwelche Nacken überprüfen. Und Naruto kriegt gleich einen Nackenklatscher. Weil er so viel herumspammt. Also. Meinst du dieses komische Muster? Und was soll ich jetzt sehen? Relax. Boah, Helikopter. Dann machen wir mal Helikopter. Wird auch gar nicht auffallen, wenn wir jetzt hier einfach Helikopter machen. Ah. Da habt ihr es. Das Elektrosymbol. Er hat das Elektrosymbol am Nacken. Made in Inazuma. Sehr geil. Gut zu wissen. Nee. Und jetzt machen wir nochmal sie zum... The campaign begins. Leuchtet es... Okay. Und... Na, es leuchtet nicht. Na gut.
Oh, da muss ich an das eine Zitat aus Zurück in die Zukunft denken, wo der zweite Teil war, das, als sie in den Wilden Westen zurück wollten. Ne? Ach, kein Wunder, dass die Elektronik des DeLoreans versagt hat. Auf dem Bauteil steht Made in Japan. Ja, aber nur gute Elektronik kommt aus Japan. Gut, wir sind unterwegs. Helikopter, Helikopter. Macarena. Okay, weiter geht's. Oder, Moment mal, kurze Frage. Die den TikTok-Bug kennen, können Sie mir kurz die Info geben? Es geht um den guten alten TikTok-Bug. Und? 22. Okay, danke. Schön, ich muss noch TikTok-Bug sagen und alle wissen Bescheid, was abgeht. Come and have a good look yourself. Traditional spices of the highest quality, made with pride and experience. You've got a deal. I can't thank you enough for always looking after my business. Believe me, I'm not making this up. Several Eremite mercenary groups are nearly in open conflict, but does the core of 30 care? And that's not all. Did you know that... Wow! Talk about hurly-burly! This place is busy! Guess that's only to be expected for the largest port in Sumeru. Maybe it's because of what Dia told us earlier, but Paimon can't seem to shake the feeling that there's also danger lurking in these crowds. Ooh. Let's get our bearings so we can start looking for leads. We know that whatever the Academia lost is related to the gods. But other than that, we don't have much else to go on. Osfun told us to try posing as Academia students while asking around. Paimon checked the Akasha on the way here, and the Academia doesn't seem to have any research facilities in Port Ormos. Paimon doesn't get it. Won't we look even more suspicious going around saying we're Academia students and asking about the stolen item? Lösen wir erstmal das Problem. Und das könnte der Kern der Sache sein. Vielleicht sollen wir verdächtig sein, damit die Leute uns auf den Zahn fühlen. Well, given all the people that come through here every day, if there's any information to be found, Paimon bets we could find it in the market. Let's ask around and see what we come up with. Ja, 74 ist halt der Bug. Gut, machen wir noch die Mission hier fertig und dann machen wir was anderes. Hallöchen. Welcome. Welcome. How can I help you two? Hi there. We would like to ask you a question. Do students from the Academia ever come to Port Ormos? Of course. Especially around this time of year. Students from Sumeru City that are about to graduate often come to Port Ormos to cut loose a little. Spring break. Many people often talk about how hard it is to get accepted into the Academia, let alone graduate. But those who finish their studies and go on to become full-time researchers at the Academia have it even harder. Sure, we may not be Sumeru City, but Port Ormos offers beautiful scenery and a stress-free environment. Some even say it's good luck to come to Port Ormos, so students and researchers come flocking here when things get to be too much at the Academia. You see over there? Those are students from the Academia. Sie machen einen ernsten Eindruck. Sie wirken ein wenig besorgt. They've been looking worried and miserable ever since they got here a few days ago. Okay. If you ask me,
the life of a merchant is better. So long as the Akasha teaches us what we need, then life is good. Those students seem to be discussing something. Let's see if we can listen in. Naja, Researcher wären auf Englisch und auf Deutsch wären es halt Forscher. Und ja, in Deutschland werden Forscher recht gut bezahlt. Geht meistens nach Tarifvertrag. Sogar eigentlich immer. Und ist eher höher angesiedelt vom Gehalt. Hast aber keinen sicheren Job quasi. Es ist immer von Ausschreibung zu Ausschreibung. Sprich, du kriegst so einen Jahres- oder Zweijahresvertrag und da muss halt alle 2 Jahre wieder erneuert werden. Wer weiß. It's no good. I've tried asking around, but I haven't been able to learn anything useful. Not to mention that a bunch of scary-looking Eremite mercenaries have been posted along the streets now. There's been a lot of fighting between the different Eremite factions in Port Ormos. If we choose to move on our own, then it would be wise to steer clear of them. Especially the group that's constantly shouting some stuff about King Deshret and some resurrection. I've even heard that the Citadel of Regzar is starting to get fed up with them. What was that group called again? Ein something or other? Um Forscher zu sein, musst du nicht unbedingt gute Naturwissenschaften sein. Du musst nur wissen, wie man als Forscher arbeitet. Sprich, woher du Informationen bekommst, wie du Sachen quasi aufschreibst, quasi auch Nachweise, Versuchsaufbau, wie du alles Theorien aufstellst und sowas. Aber es hat nicht im eigentlichen Sinne nichts mit Naturwissenschaften zu tun. Das sind mehr die Grundlagen der Forschung. Sprich, es gibt auch Forschungen, die nicht auf Naturwissenschaft basieren. They're called Ein el Achmar. Today, I heard that the thing we're after might be in their possession at the moment. Wait, come again? Don't you see? Many of the Eremites in Port Ormos deal with trading this kind of thing. They're usually pretty wary of outsiders, but not so with students of the academia. It's because the kind of goods that students are looking for aren't the kind of goods that Eremites are after. As long as they know you're a student, then deals can be made. I've heard that Ein el Hakmar likes to set up shop at the Jafar Tavern. Supposedly, if you're willing to part with 500,000 Mora, they'll give you info on anything. Wait, did you say 500,000? If information alone costs that much, then how could we ever afford to buy what we're looking for? I guess we might as well give up on trying to graduate this way. I wouldn't worry too much. Our field of research is very niche. Who else could possibly be after that kind of shady knowledge? I bet it's practically worthless to anyone aside from us. Well, I guess that makes sense. Then the only thing left for us now is to find a way in. Why don't we all just pool our money together and pay for the information? Whoa! Did you hear that? A niche field of research? And shady knowledge? It all sounds pretty suspicious to Paimon. Is knowledge something people just buy and sell like that? Wirklich verdächtig. Und die Alchemie gebraubte Sache hat auch was mit Wissen zu tun. So, what's your plan? Lass uns die Jafar-Taverne gehen. Versuchen wir mit denen von der Goldbrigade zu sprechen. Didn't you hear what they just said? Buying information is going to cost us 500,000 Mora! Have you lost your mind? Wertvolle Informationen haben ihren Preis. Falls sie versuchen, uns zu betrügen, werden wir ihnen nicht vergeben. Oh, all right. Paimon never thought she'd agree to parting with that kind of Mora. But if you know what you're doing, then we should give it a shot. Ich hab grad Angst. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt gleich 500,000 Mora verliere. Vielleicht sollte ich erstmal alle meine Items und Ausrüstung auf volles Level bringen, bevor ich die Mission mache. Nur so ein Gefühl. Gute Idee. Zumindest in Genshin. Ach ja, Angel, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht.
Na dann. Wie komme ich hier raus? Da lang. In 10 Metern links abbiegen. Bitte jetzt links abbiegen. Dem Straßenverlauf folgen. Bitte rechts abbiegen. Sie haben ihr Ziel erreicht. This is the place we heard those students talking about. Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned. Oh, you've arrived. Please, take a seat. So, they think that they can go toe-to-toe with the boss? Huh! Once we reclaim the power of King Deshret, they'll be the first that the boss punishes. They're nothing to be afraid of. Our main rival now is the Caracal Battalion. They've also amassed a significant amount of more this time, so we mustn't underestimate them. How can the Caracal Battalion compete with the boss when they're nothing but a bunch of money-grubbing opportunists out for a quick mora? Yeah, with Boss's fervent devotion, he'll be able to use this power to bring our god back this time. Euren Gott? Okay, interessant. Huh. All these guys talk about is King Deshret, so they're probably the ones we're looking for. Greater Lord Ruka Devata. That traitor and her followers must not be spared. The day will come when King Deshret exacts vengeance on Sumeru, and all of them shall be punished. Die Verräterin, die höhere Warte, wird... Yeah, Paimon was wondering what they meant too. We should ask about that if we get the chance later. Das, ich muss mal... Hallo, Entschuldigung, wir haben gerade euer Gespräch belauscht. Und was meint ihr mit König? What happened next? Huh? Who are you? What do you want? Ich bin ein Student der A Akademie. student? Huh. What's a student from Sumeru City doing in Port Ormos? Ich möchte etwas über die Sache erfahren. Ah, well, if it's info you want, you've come to the right place. The question is, can you afford it? Bei 50 Mora. What is this, some kind of joke? Oh! Sorry! He must have grabbed the wrong amount! Hey, what do you think you're doing? Übergibt 500.000er. Paimon can't stand to see so much more go. But there's no other choice right now. Here, this is the merchant's address. Whatever you're looking for, you'll find it there. Hmm? Well, what are you waiting for? Ich hätte noch eine kleine Frage. That's right! We heard you mention King Deshret just now. We're actually interested to know more because... Because we're... archaeology students! Kein bisschen verdächtig, Paimon. Elegant wie eh und je. Fine. Since you've already handed over the Mora, I guess I can throw in a little extra info. As you can see, members of Ain al-Ahmar are devout believers of King Deshret. Years ago, King Deshret founded the great desert nation that was our homeland. It was an advanced civilization, far beyond anything you'll see in present-day Sumeru. Okay. King Deshret was the rightful god of wisdom, but he was betrayed by a companion he trusted. She even stripped him of his title, God of Wisdom. Okay. So, you mean the traitor was... Greater Lord Ruka Devata, yes. That shameless wretch destroyed King Deshret's civilization, and our ancestors were forced to flee to this land where we were made to suffer the tyranny of our enemies. Okay, das ist ne... Furthermore, she conspired with the Academia to cover up the truth of her actions, and create the merciful and benevolent facade for which she is now known. Ugh, just thinking about it sickens me. Hmm. But the
the story doesn't end there, oh no. King Deshret isn't truly dead. The voice of the Oracle has been heard in the desert, prophesying his resurrection. Mark my words, our god shall return. And when that day comes, all followers of the traitor and all the desert dwellers who have forgotten their true god will suffer retribution together. Okay. If what I'm saying makes you shiver with fear, it might not be too late for you to become a believer of King Deshret. King Deshret wird zurückkommen. Kannst du das mit dem Orakel etwas erläutern? I don't have anything to say to you academia people about that. I think this conversation has reached its end. Not just yet. This man is a fraud. Hmm? You again? Deranged academia lunatic. Yes, it's me again. I already warned you that if you weren't willing to sit and discuss things with me, I'd take measures to make things uncomfortable for you. Listen to me. That address he gave you is fake. Or at least, you won't find a merchant waiting for you there. This group has been boasting all around that they can provide information on a certain item as a means of luring people into their territory. Once you show up, they keep up the act until they have hard evidence that you want to purchase said item. Then they use that to squeeze you for all the more you're worth. Hey! Shut it all, Hatham! What are you playing at, trying to ruin our business like this, hmm? Okay. I told you the other day. I wish to discuss my terms with your boss. Ha! The boss made it perfectly clear that he won't negotiate with you. Yes, and in no uncertain terms. But that was then. It does not preclude him from changing his mind in the future. I'm warning you. Don't push us, or this could get ugly. We don't usually get rough with people from the academia because it just complicates things. For a lunatic like you, though, we might just have to make an exception. If you're suggesting that we escalate this from a verbal exchange to a physical one, I accept. After all, even the Archons used war to negotiate the ownership of Teyvat. If, on the other hand, we can't agree on any means of negotiation at all, then I'm afraid my next course of action will sting a little more than the mere falling through of a few business deals. I will jeopardize the Eremite's reputation, which I know you value above all else. Ooh. I am quite confident that if I began to take such action, your boss would willingly approach me himself. However, I fear that by then, some things will have happened that cannot be undone. Also, a word of advice. I suggest you tell your boss exactly what happened here today. Otherwise, he might blame you for not telling him in the future. Der ist eiskalt. What did you say? Consider this. Have I ever failed to follow through on my word in the past? Ooh. This guy is really out of his mind. Okay then. If you really have a death wish, let's meet a week from today. The pier in front of the Pharos Lighthouse, 4 o'clock in the afternoon, sharp. Don't expect us to hold back. Kollege, mein Geld. Not so fast. First, you return the 500,000 Mora to them. Genau, mein Geld. Please, I beg you, don't provoke them. We can't afford any trouble with this crowd. They haven't even paid for their food yet. Ah, Mr. Iman. There appears to be fewer staff in the restaurant recently. This wouldn't happen to be because they're all busy spreading the word to the students, would it? Alle. Well. Ja. Mir gefällt diese Hafenstadt jetzt schon nicht mehr. Someone who chooses to do business with a group like that really can't afford to get so flustered the instant someone confronts them about it. Consider the meal compensation for our silence. I'd say you're getting an excellent deal. Whoa, did you see that? He not only got us our Mora back, but sent the Amorites running too! Plus, he seems to know a lot about what's going on around here. Let's catch up with him and ask some questions. Lena, warst du denn weg?
Stimmt, du hast dich schon lange nicht mehr darüber beschwert, dass ich das A-Wort gesagt habe. Also, Xiao, du gehst einfach auf Aufträge, dann gehst du auf die Mission und dann sollte hier entweder so ein rotes Ausrufezeichen sein mit durchgestrichen oder woanders. Oder hier unten. Ne? Da musst du drauf, also quasi so ein Stopp-Verbotsschild. Sehe ich hier sowas gerade? Scheinbar nicht. Und da steht dann drauf, welche Mission du noch brauchst, die davor erledigt werden muss. Oder wo die Person gerade drin ist. Na egal. Ich weiß nicht, ob die Lisa in der Akademie war. Psst. Waren sie doch nicht. What do you want? Vielen Dank für deine Hilfe. No need for thanks. My goal was to get to them, and you two gave me just the opportunity I needed. We're even. Der ist ziemlich cool. Oh, I advise you to keep your distance from them. Since they weren't able to make off with your Mora in the end, they might harass you again in the future. Sollen sie versuchen. All right. Goodbye. Hold your horses! We still have something to ask you about! Since you tore through their scam right in front of them, you must know the real story about certain something, no? Who exactly are you two? And why are you inquiring about that? Ich bin Student der Akademie. Hust, A hust. student. Right. Look, you should know that those thugs conducting business with you had nothing to do with your lie. Vielleicht können wir über die von dir genannten Bedingungen reden. Eigentlich ist meine Kampffähigkeit nicht so schlecht. Oh, yeah! He's really strong! Weren't you saying something about a physical exchange? We can help with that. He doesn't even have a vision. Forget it. Ich kann auch ohne Vision. Maybe not, but he can still use elemental energy. Otherwise, there's no way we'd go asking for info from from guys like that. Those hot-headed thugs are definitely gonna bring a lot of backup for your next meeting. Even if you don't go alone, you won't regret taking us with you. Oh, er denkt allen Ernstes drüber nach? All right. I accept. Got a pen and paper? If you're searching for someone who sells that kind of merchandise, I'll give you one of their addresses, and you can try your luck. We'll reconvene at the appointed time by the pier. It doesn't matter if you show up or not. So, since you were happy to give us this merchant's information, does that mean you can tell us exactly what we're after? You were willing to part with 500,000 Mora for something and you didn't even know what it was? Yes. Okay. Well, if you truly are as skilled as you claim, then you can beat the answer out of them when they become hostile. Perfect. Look, if you've been making inquiries, then you have to know something by now. Tell me what you know so far, so I don't waste time repeating information. We know it's connected to the academia somehow, and that not only do the Eremites deal in it, but some students want to get a hold of it too. What else? Das ist eine Art Wissen. You know almost everything there is to know, but you're unable to compile this information because you've never seen the object before. Okay. This is what you've been looking for. Okay. Eindrucksvoll. Was ist das? Paimon can't tell what it is. It looks like some kind of ornament. Mindestens. This is a knowledge capsule. To put it simply, it's a vessel that can store a fixed quantity of canned knowledge. It's like a miniature Akasha. Ein USB-Stick. Sag es doch direkt. Anyone who links it to their personal Akasha terminal instantly becomes privy to its contents. Wirklich jeder? Correct. Anyone.
Unlike the Akasha, which heavily regulates who can access what information, knowledge capsules confer their contents without any requisites. That's amazing. Wieso sehe ich gerade auf Paimons Augen Eurozeichen aufleuchten? It's essentially a convenient and harmless vestibule for knowledge. Unfortunately, it's illegal in Sumeru to privately possess or trade them. In einer halben Stunde, würde ich sagen. They were created as a means for scholars to transfer knowledge gained from Irminsul into the Akasha, and are intended to be destroyed immediately after use. Was? Nochmal. But despite strict regulations, some of these knowledge capsules will always escape destruction. After all, there will always be those in this world who are dissatisfied with life as designed for them by the Akasha and wish to change their fate. Bei mir ist auch Mora-Zeichen. Over the past century, a wide variety of canned knowledge has been leaked from the academia. Now, in Port Ormos, the valuable ones are a means to Mora for the Eremites. Meanwhile, those which the Eremites deem to be useless to them occasionally prove useful to the common citizens and hapless academia students. Well, I think that about sums it up. Ich habe gehört, vor kurzem ist etwas von der Akademie geraubt worden. War das etwa auch eine Wissenskonserve? Oh, so that's your true objective. Ich möchte was darüber erfahren. With our current arrangement, I don't believe I can offer an answer. Was soll ich tun? Was wäre die dazu nötige Bedingung? You're still resolved. Fine. Let's talk somewhere with fewer people. Ich glaube, das ist mein neuer bester Freund. Warum bist du denn noch wach? Sumeru ist wunderschön. Was meinst du mit Nein, bitte nicht? Sustus. Ah. Let's continue our conversation here. If you wish to learn more about the knowledge capsule that the Academia lost, then you must help me with something. Okay, was soll ich tun? I need you to find someone named Dory, a traveling merchant. Dory! Unlike the peddlers who hawk inferior knowledge capsules, she often has quality goods in stock. Some say that as long as there is profit to be made, there is nothing she won't dare to sell. She's guarded against people from the Academia because most of her wares don't comply with Academia regulations. I think she blacklisted me. I met with her informant, but it soon became clear that they had no intention of letting me get any further. Become one of Dory's customers and earn her trust. This is my condition for further collaboration. Na dann. Why do you want us to meet with her? Until you complete this task, you don't have question privileges. Fine. So how do we go about doing this? You two are outlanders who haven't been here for long, so Dory should view you as safe clients. I'll give you the informant's address and their contact password. Aber was ist denn dessen Passwort ist, das nur du hast und sie dann rauskriegen, dass wir von dir geschickt werden? Beyond the password, though, I have no way of knowing what other tricks she might have up her sleeve. You'll have to improvise. This is kind of nerve-wracking. Halb so schlimm wie das, was The sie sonst true machen. challenge begins after you meet her. She has a keen nose for Mora and a shrewd eye for wares, and she only likes customers who she deems to have good taste. I'll prepare some funds for you. Buy her highest quality wares and earn her approval. But we only just saw a knowledge capsule for the first time. We don't know how to tell which ones are good and which ones are bad. Is that something we can learn quickly? That's true. Have you two heard of elemental sight? Den beherrsche ich. Oh, that's a surprise. Guess I'll have to hold you in higher regard. Anyway, that ability should resolve your issue. Ich find's toll, er hat ein Headset. Das merke ich erst jetzt. Here are 2 knowledge capsules. Tell me, can you detect any difference in their quality?
Eine wird ganz stark leuchten, oder? They look the same to Paimon. Try inspecting them with elemental sight. Oh, okay. How'd it go? Did you see anything? Die linke leuchtet etwas stärker. Rumor has it that higher quality knowledge capsules generally appear brighter when viewed through elemental sight. That's because knowledge originates from Irminsul, the root of Dendro power itself. The more powerful the knowledge, the richer it is in Dendro energy. Perfekt. However, some canned knowledge with a high concentration of elemental energy is of little use in contemporary times, so those capsules are of little value. Selbst Miko weiß es nicht. Using elemental sight is merely a stopgap measure, but it should suffice for earning Dory's trust. That sounds pretty impressive. Here's a sheet with the informant's location and contact password, and here is the mora for purchasing canned knowledge. Don't be cheap. You'll need to spend to catch Dory's eye. If there's any mora left over, just keep it. Oh, and be sure to exercise some caution. There have been Matra present in Port Ormos lately. Your efforts will be for naught if they catch you. Matra? They belong to the Academia's regulatory body. They also handle cases of illegal canned knowledge transactions. Like I said, the Academia has banned both their trade and possession. Wir schließen jetzt die Main Quest ab. Dann würde ich jetzt den Mehrspielerteil des heutigen Abends starten. Der wird noch so ungefähr eine Stunde gehen. Und danach, falls noch Lust ist, können wir ein Geisterspiel spielen. Das ist der Plan. The Matra are razor sharp. You're in for nothing good if they lock their sights onto you. If you two want to back out, now's the time. Ich stelle mich diesem Risiko gerne. Ich hoffe, dir Dori zu finden. Okay, then we have a deal. If you succeed in your dealings with Dory, come find me at the Wikella Funduk. We'll have an open discussion then. Wann haben wir das letzte Mal zusammen Fass? Moment mal, du spielst doch gar kein Phasma, du hast doch zu viel Angst. War da nicht was? Looking at what Al-Haytham wrote, Dory's informant is a traitor near Old Ormos. Let's follow these instructions and try to get in contact with him. Talk to the bartender if you want a drink. Gut. Also, ich würde dann jetzt mal kurz Wasser wegbringen und dann spielen wir zusammen Genshin. Okay? Gut. Und ihr wollt doch 100 Pro wieder Nahida zuschauen, solange ich AFK bin, oder? Oder wen wollt ihr zuschauen? Baidu, Nahida, Mona oder Bennett? Oder soll ich für euch Raiden rausholen? Baidu. Okay, da will jemand die Alkoholikerin sehen. Sonst sagt niemand was? Dann bis gleich. So. Den habe ich nicht. Schnief. Okay, bin gleich wieder da. So. Bis gleich. Cold beer after a hard day's work. Nothing like it.
If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Talk to the bartender if you want a drink. Talk to the bartender if you want a drink. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Talk to the bartender if you want a drink. Ah, cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Talk to the bartender if you want a drink. So, wieder da. Und wie war die Alkoholikerin zu euch? Wo bin ich? Hier bin ich. Hi. Du blutest? Wieso blutest du? Wieso verletzen sich alle bei mir im Stream? Ist ja furchtbar. Also, was ist los? Piercing. Hast du ja selber am Piercing herumgezogen oder was ist passiert? Das geht doch nicht. Gut. Dann mache ich jetzt die Dailies und wir können zusammen mehr Spieler starten. Was haltet ihr davon? So, Zura. Ja, und jetzt das 5. Mal. Ihr wisst ja, was man sagt. Alle guten Dinge sind 5. Oje, oje. Okay, Ventigott, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Die sehen alle gleich aus. Bumper. Ich nehme einen. Na dann. Ja, gut. Einen für... Na dann, 600 noch. Ja, 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 komm. Mhm. Welchen sollen wir nehmen? Der sieht ein bisschen kaputt aus. Ich nehme den mittleren, oder? Auf den blauen. Ja, gleich. Gute Nacht. Aha, ist das was Gutes? Bam, bam, bam. Komm nochmal. Wenn wir schon mal dabei sind. Langweilig. Noch einen für 600. Wir sind heute spendabel. Nehmen wir diesmal den gelben. Ich würde sie gerne genauer. Die sehen alle gleich aus. Feuer. Macht keinen Unterschied. Okay, nehme ich den roten. Zuerst Kasu. Wir nehmen den roten.
Mhm. Ich glaube, der verarscht uns gerade. Ich lasse es lieber. Na dann. Ach ja, hier müssen wir laufen. Aber ich mache gleich den Mehrspielermodus an. Dann darf jeder joinen. Wir machen mehrere Teams und dann schauen wir, wer reinkommt und wer nicht. Grüße. Hey, the more, the merrier. Teamwork is dreamwork. Decided by destiny. To ashes. Let me amuse myself a little. Over here. Look at me. Just once. Kader, darf ich, wenn ich es in deine Eltern schaffe, etwas auf der Leier vorspielen? Nein. Nein, 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 nein. Es klingt auf so viele Arten falsch, dass ich nicht mal drüber nachdenken kann, wie du es gemeint haben könntest. Habe ich schon Nein gesagt? Ja. Es klingt auf so vielen Ebenen falsch. Jetzt reicht's doch mal. Willst du noch mal deine Antwort überdenken? Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich nehme euch doch nur auf den Arm. Sag das nicht mir, sag das Elena. Sie macht nicht nur dir Kopfkino, sondern auch mir. Und ich will dieses Kopfkino nicht. Ah, schön. Ach, da unten ist das. Nee, das brauchen wir nicht. Oder? Brauchen wir das? Nee, brauchen wir nicht. Aber ich will das Ding hier offen. Nice. I'm starting to lose count. Power that ended high. Teamwork is dreamwork. Ja. Bennett! Noch ein bisschen mehr. Boah, du bist schlimm. Ich auch nicht. Wir sind alle anständig. Hust, hust. Ja, und ich war für kleine Königsdrachen. Everyone hold hands. Let's light it up. Should.
another test. I see everything. That's gonna hurt in the morning. A little Everybody taste. stand. Na dann. Ich weiß nicht, was du meinst, Lena. Üble Unterstellungen tust du mir andichten. Sowas würde ich doch niemals tun. Niemals. Ich bin ganz lieb. Immer. Immer, immer. Ich sollte mich ein bisschen größer machen. Also, ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, 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 nee. Einbildung ist auch eine Bildung. Wie viele würden denn heute bei Genshin mitmachen wollen? Let's light it up. Delves into. Eyes on me. Let's light it up. Grow. Let's light it up. Geht doch. Das hat. Ein paar wollen mitmachen. Okay. So, dann hoffe ich, dass ihr alle gestartet habt, weil wir legen gleich los. Wir machen wieder mindestens 3 Teams. Vielleicht 4. Mal schauen. Ad Astra. Thank you for Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ad Astra. Die Frage, ist das gut oder schlecht, dass so viele mitspielen wollen? Achso, nicht hier. Zurückrufen, Rückzug. Ich brauche den Stein. So. Wieso fühlst du dich schmutzig? Dann geh duschen. Mehr Spieler. Und bestätigen. Ein Bini. Kasatka VR-Fan könnte es mal schaffen. Oh, das sind ziemlich viele. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Ja, er liest es aber nicht. Was ließ ich nicht? Aber deine Witze? Hattest du nicht Witzverbot?
Nee, die UUID gebe ich nicht so einfach raus. Also die UUID kriegen nur verantwortungsvolle Personen. Niemals würde es mir in den Sinn kommen, die UID einfach so offen quasi anzuzeigen. Ah. Ja, das wäre sehr verantwortungslos, wenn man sie einfach so offen anzeigen würde. Würde. Genau, Datenschutz. Alles wird gut. Also. Ich habe gehört, ich bräuchte eine Instanz für eine gewisse Sache. Ich weiß aber noch nicht, ob sie da ist. Nein! Na, dann nicht. Dann. Wir machen Raiden weiter, oder? Ihr seid so fies zu mir. Was habe ich euch angetan, dass ihr so fies zu mir seid? Hm? Warte, wie viele von denen brauche ich denn? Na gut, so oder so. So oder so. Wir brauchen erstmal die Möglichkeit, Raiden hochzuleveln. Das heißt, hierhin. Mhm. Meine Zuneigung. Aha. Ach, Artefakte funktionieren ganz einfach. Du gehst auf eine Internetseite, am besten Google. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Moment, das zeige ich jetzt gleich mal. Born of ice and frost. So, also. Wie man Artefakte benutzt. Du gehst auf Google. Wo ist die Sache? Ja, jetzt hört mal bitte auf im Hintergrund. Dann suchst du einen Charakter, den du bilden wirst. Sagen wir in dem Fall Baidu. Und gehst noch Bild dazu. Am besten noch Genshin. Google-Suche. Dann wunderst du dich, dass Google gerade nicht funktioniert. Hallo? Immer wieder interessant. Also, du gehst auf... Hat Google gerade Probleme? Oder ist es nur bei mir so? Hallo? Überprüfen Sie, ob Sie Internet haben. Ich streame gerade gleichzeitig, also Internet ist da. Na gut, egal. Also ihr würdet halt nach Baidu Bild sehen, dann würdet ihr eine Seite sehen, wo der Baidu Bild gezeigt würde, falls es funktionieren würde. Ah, und du antwortest mir auch kein bisschen. Na gut. WTF, was ist denn hier los? Hallo. Jetzt geht's. Gut. Dann suchst du dir eine schöne Seite aus, sowas wie Game8 oder Genshin GG. Da gehst du dann drauf. Nach einer halben Stunde. Dann gehst du runter, schaust, was für ein Bild du haben willst. Willst du ein Sub-DS, Main oder Sub-DS, dann siehst du die beste Waffe, die zweitbeste Waffe, die drittbeste Waffe und was für Sets du brauchst. Bei den Sets siehst du dann, was sie oben haben müssen. Ne? Zum Beispiel die Sanduhr braucht bei Baidu, wenn wir mal dahin gehen. Baidu? Die Sanduhr braucht Attack-Prozent. Der Goblet, also der Kelch, braucht Elektro-Damage-Bonus und Circuit braucht das andere Zeug. Und generell, ja. Dann gehst du in die Instanz, ne? Farmst die richtigen Artefakte, levelst die hoch und hoffst, dass sie, wenn du sie hochlevelst, die richtigen Stats droppen. Noch Fragen?
If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Bildschirmaufnahme aus. Alle soweit verstanden? So levelt man Artefakte. Guten Abend. Access denied. Gut. Dann nehme ich jetzt noch mal. Wir haben hier Wind, Wind, Eis. Dann nehme ich Bennett. Oder auch wenn wir Eis haben, nehme ich. Moment mal, wieso leckt das jetzt gerade wieder? Ah, ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. WTF! Das Programm wird sowas von runtergeschmissen. Es reicht jetzt langsam mal. Oh, süß. Das Main-Theme. Gut, sei es drum. Also, wo ist das Ding? Da lang. Ach, da. Oh, Hilfe. So, los geht's. Fate is upon you. As one with wind and cloud. The wind knows. So, schön. Und das ganze Zeug, was ich brauche, um Nahida zu leveln. So. Nee, nicht Nahida. Hilfe, Raiden. Aber es wird nicht mehr annähernd rausreichen. Na gut. Brauchen wir noch ein paar von denen. Und verspielt. Du meinst das Ding hier unten? Den hier? Ja, den habe ich freigeschaltet. Radioactive, radioactive. Alles Gute kommt von oben. Weiße Jahreszeit. Da. Wie hier einfach alles explodiert. Ich sehe gar nichts mehr. Time to go. My turn to aid you. Oh. Okay, okay, vielen Dank, dass du dabei warst. Bye, bye. Und servus, Kasu. So.
Wer ignoriert dich? With rain this heavy, not only are the stars clouded, so too is my spyglass hazy. Mhm. Into the wind. To apply. Written in the stars. Get moving. Heartless. Healthy body, healthy mind. Okay. Bam, badam, bam, bam. There's something in the air. Lass mich mal überlegen. That tells me a new case is Gut, brewing. dann würde ich sagen, jetzt kommt die nächste Gruppe dran. Dann, danke für die Hilfe. Bye bye. Nichts nom nom. Skandalös. So. Ein herzliches Hallo an alle. Dursley. Also, alle bereit? Für die nächste Gruppe? Okay, und es geht fröhlich weiter. Und plong. Runde 2. Oh je, und schon wieder so viele. Ah, es wird weil es könnte. Und ich habe mich gerade gewundert, dass es so wenige sind. Und schon wieder so viele. Schnief. Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. Raiden. It can only but be accepted. Noch ein paar Level. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt dahin. Naja, ich mache ja noch eine Gruppe. Dann hast du vielleicht ja noch eine Chance. Ah, ich bin schneller. Alle bereit? Vorgestern, glaube ich. Tut mir gerade ein bisschen leid. Aua. Xiao, er ist tot. Xiao, er ist tot. Er ist tot, Jim. Wo jetzt? Ach, da. Moment mal, da kommen wir nicht durch, oder? Also ich muss erstmal heilen. Wo kann man heilen? Da kann man heilen. Wer muss noch heilen? Und solange ich auf die anderen warte, muss ich mal was googeln. Also, was ist hier los? Vor allem, wieso ist jetzt Google so langsam? Das nervt mich gerade extrem, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Was? Wieso besteigst du meine...
Minerva, wieso besteigst du meine Statue? Na gut. Was ist ein Asiatiker, Afrikaner und ein Deutscher zusammen? Ein schlechter Witz. Schätze ich mal. Nein, kann ich nicht. Wieso soll ich die... Ich bin doch erst eins rübergekommen. Schnief. Welche AR bist du denn? So, alle bereit? Und weiter geht's. Ja, der macht noch ganz schnell ein Level. Das ist Hypnik. Bam. So. Wo ist das nächste? Oder gibt es hier oben noch eins? Hier scheint es keins zu geben. Schade. Den haben wir auch gerade fertig und den will ich nicht. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Und da brauchen wir noch eins. Oh, das könnte sogar reichen. Und... das sieht gut aus. Perfekt. Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. Ach, wir sind bereits bei 70. Alternativ könnten wir die zwei hier weitermachen. Gut, wir machen den Drachen. Aber uns fehlt da noch was. Okay, wir machen einmal Raidens Instanz. Gut, wo ist Raidens Instanz? Bam, 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 bam. Das war die hier. Ach was meinst du denn? Wer will hören, wie Naruto gestummt wird? Diese wunderschöne Uhr. Cannot simply be quantified Navigating in the world's monetary a whole lot terms. easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Und der Wunsch wird erfüllt, Naruto wird gestummt für diesen Stream. Schönen Tag noch. Sustus, Elena, könnt ihr was schreiben? Nicht, dass ich aus Versehen euch gestummt habe. Weil in dem Moment, wo ich geklickt habe, jemand... Habe ich den nicht gestummt? Nee, er ist gestummt. Gut. Danke für die Rose. Those memories. So dark.
Aber für den Stream bist du jetzt gestummt, Naruto. Viel Spaß. Genau. Ja. Seit 3 Stunden streame ich. Naruto, danke für das Nice. Willkommen zurück. Oh, taktischer Rückzug. Kiel ist raus. Amika, danke für das Lucky Pick. Gehst du in die andere Richtung? Ab in die andere Richtung mit dir. Wieso kommt das Ding jetzt zu uns? Was ist? Wer wurde ausgesperrt? Mi? Bah, zweimal LP. Warum? Warum? Aber ist die falsche Feder. Ne, ist sogar die richtige Feder. Na gut, dann noch einmal für Minerva, weil sie wurde ausgesperrt. Dann halt nochmal. Und jetzt nochmal. Plonk. So, jetzt sind auch alle da, glaube ich. So langsam glaube ich, jemand will auch auf Twitch gesperrt werden. Du bist für diesen Stream gemutet auf TikTok und gleich werde ich dich auch auf Twitch muten, wenn du so weitermachst. Der will auch... Theo. Ich krieg langsam Migräne mit euch. Ja, er macht gerade weiter. Siehst du auch über meinem Kopf. Gut, nächste Gruppe ist dran. Was meinst du mit Mann, ist mein Level fertig? Gut, nächste Gruppe würde ich sagen.
Theo, ich hab dir gesagt, Witzverbot und mach keine Witze mehr. Der will unbedingt gestummt werden, habe ich so das Gefühl. Der will unbedingt gestummt werden. Manche Leute betteln danach. Ja, bitte, Sustus, spamme, dann werde ich dich auch für heute sperren. Wir machen nicht die Weltstufe 1 runter. Ich wollte sie extra hoch haben, damit ich endlich mal gute Artefakte farmen kann. Ich bin eh kurz davor, dir den Mod zu geben. Gerade weil ich dich so gut kenne. Und so lange schon. Ja. Bye bye, Kasu. Schönen Tag noch. Okay, nächste Runde. Nicht mit Minerva, mit Milena. Astrologers must rid themselves of material desires. Only by ridding oneself of clutter can one see the true world around them. Mondschalt. Wirklich? Wir haben alle abgenommen? Hey, perfekt. Ich hoffe, dass du morgen entspannt bist, ansonsten werde ich dich gleich wieder sperren. Schnief. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Machen wir den Vogel. Wobei, wir sind hier schon mal unten. Das heißt, das Ding noch einmal und dann machen wir den Vogel. Okay, Lena, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Hör auf mit anderen Spielen. Wir spielen das, was gerade gespielt wird. Hör auf zu nerven. Jetzt ernsthaft. Das sind so die Momente, wo ich eigentlich mit dem Stream aufhören würde und sofort alles ausmachen würde. Mann. Warte, dann nehme ich was anderes. Wobei, was kann ich noch nehmen? Warte, wir haben Feuer. Sag mal Feuer, dann nehme ich Nahida. Theo? Theo, ich sag dir gleich, was du tun musst. Quasi, um wieder auch hier gestummt zu werden. Und du bist auf dem besten Weg. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone. Sauber. Glückwunsch. Warte mal, du hast jetzt mir ein Mikro gezogen? Krass. Milena, danke für die Cat Pause. Wir haben Bennett verloren.
One with wind and cloud. Share my knowledge. Wind strike. Never. Wir haben den nächsten verloren. Wieso ist der hinter mir her? Wieso? Nein, 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 nein. Den kriegen wir. Oh oh, oh oh, oh, nicht gut, nicht gut. Wieso? Seit wann bin ich der Tank hier? Nein, komm, renn! Mädel! Ah. Das war knapp. Warte mal, in die andere Richtung. Ach mir, danke für das Nice. Genau, noch einmal das hier. Okay. VTD, 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 VTD. Ich werde noch wahnsinnig. Schnief. Gut. Machen wir den Vogel platt. Ich bin sauer auf den. Ja, VTD lieben, vor allem in der Instanz. Ich krieg nur VTD. Wie viel VTD-Zeug ich schon gekriegt habe. Ja, bist du. Bis zum nächsten Stream. Ich glaube, ein Heiler wäre hier ganz gut. Ich glaube, ein Heiler wäre hier ganz gut. Also alle bereit? Dann geht's los. Aua. Wer wird verfolgt? Werde ich verfolgt? Nein! Schnief. Ich brauche mehr HP auf ihr.
Not now. Next on the agenda. Behold, mind to command. No touch. Barbados, guide us. Wind and cloud. Wo ist das Ding? Ich sehe es nicht. Ach, da hinten. Willkommen zurück, Celine. So. Schön. Oh, was haben wir hier? Angriff, LP. Doppel-LP. Schnief. Na dann. Dann. Ich glaube, das war alles. Genau. Dann hoffe ich, alle sind dran gekommen. Dann danke für die Hilfe. How did I do that? So, mehr Spieler wird beendet. Dann bin wieder im Singleplayer. Access denied. So. Ab in die Kanne. Keine Ahnung, wenn das bedeutet, du wirst ignorieren, was ich sage und fröhlich weiter... Probier's doch aus und du wirst sehen, was du davon hast. Wenn der Streamer dir was sagt, solltest du dich dran halten. Wenn du es nicht tust, wirst du gestummt oder gebannt. Mann. Servus. Das eine ist, wenn du TikTok oder eine Plattform nervst. Die andere Sache ist, wenn du mich nervst. Beides sollte vermieden werden. Und wenn ich dir sage, du sollst was nicht tun und du es ignorierst und einfach fröhlich weitermachst, werde ich sauer. Ah, Hilfe. Zapp ist da? Was? Wie, wo, wer? Los, Kafrikusa. Was meinst du mit Zapp ist da? Man kann bei mir noch nicht zappen. Das ist ja der Witz daran. Dass ein Kiddie nicht weiß, was erlaubt ist und was nicht. Darüber geht die Diskussion gerade. Und jeder erfahrene Streamer wird sagen, warum bannst du den nicht einfach? Das ist es nicht wert. Ach so. Ja, das könnte das Problem sein. Vor allem, ich verstehe das nicht. Jemand ist mir bereits so extrem auf die Nerven gegangen, dass ich mit meiner Geduld bereits gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, ich stumm dich jetzt. Ich bann dich nicht, ich stumm dich. Er geht auf die andere Plattform. Kannst du mich entstummen? Los, entstumm mich.
Manchmal habe ich das Gefühl, so Leute glauben, ich bin ihr Besitz. Die dürfen damit quasi alles machen. Sie haben hier das Sagen. Na dann. Gut. Erstmal wieder runterkommen. Ja, deswegen bannt man eigentlich so Leute direkt. Genau wie der letzte hier. Ja, mach die Weltstufe runter, mach die Weltstufe runter, mach sie. Ich mach sie nicht runter. Ich habe sie extra hochgemacht, damit ich besser. Ja, wenn du sie nicht runter, dann bin ich hier raus. Bye. Wow, danke. Sorry, dass ich gerade Frust ablassen muss. Hi, Milord Chanau. Das sind so die negativen Aspekte, wenn man ein Streamer ist. Habe ich das nicht bereits hergestellt? Kiste, Tisch und Boxen. Kaffeekusler, danke für den Follow. Indem ich eine Quest gemacht habe. Schau dir den letzten oder vorletzten Stream an, dann siehst du es. Ich glaube, das war sogar der letzte Stream, wo ich ihn freigeschaltet habe. Oder? Oder der vorletzte? Na, ist auf YouTube. Ich streame auf Twitch, YouTube und TikTok. Ich bin voll da. Soll ich noch auf Facebook streamen? Gibt es noch andere große Streaming-Plattformen? Kann man auf Instagram streamen? Nee, ich bin bereits mit... Ja, aber da heißt... Na, das Problem ist, auf YouTube heißt es abonniert. Auf Twitch und TikTok heißt es followed. Und bei TikTok und Twitch kann man auch abonnieren. Aber da bedeutet es, dass du noch Geld zahlst. Also mich wirklich finanziell abonnierst. Während es bei YouTube Kanalmitgliedschaft heißt. Komplett strange. Wieso können die es nicht einheitlich machen? Angeblich auch auf TikTok, aber das haben die ja jetzt quasi aufgehoben. Okay, ich wollte was bauen. Bitte, nee, ich wollte herausfinden, was das für ein Tisch ist, den man bräuchte. Wie heißt nochmal dieser komische Eichentisch? Oder was war das? Breiter Tisch aus Kiefernholz. Aber den konnte ich, glaube ich, nicht herstellen, oder? Breiter Tisch aus Kiefernholz. Breiter Tisch aus Kiefern? Nein. Nein. Nö. Da. Mir fehlt dieses Zeug hier. Kiefernholz fehlt mir. Dann holen wir uns ein bisschen Kiefernholz. Also, bei Genshin Impact spielst du... das Spiel startet, dass zwei Geschwister in einer Welt angekommen sind. Also einmal hier, der Traveler und seine Schwester. Du kannst dann auswählen, welchen der beiden du spielen willst. Ich habe den männlichen Traveler genommen, weil Captain Obvious. Den Zwilling, den du nimmst, den spielst du dann und der andere wird entführt. Und du wirst dann weggesperrt. Danach landest du an... Moment. Du landest an diesem Strand und triffst Paimon, erzählst ihr von der Geschichte und dann sucht ihr gemeinsam nach seiner... Ja, ist ja gut. Suchst du zusammen mit Paimon deine Schwester und
erlebst hier halt einen Haufen Abenteuer. Hier tust du dann die verschiedene Gottheiten treffen. Und weil die Hauptperson, die deine Schwester entführt hat, auch eine Gottheit ist, glaubst du, du kannst darüber halt deine Schwester finden. Und darum geht halt Genshin. Du streifst umher, machst die Quests, machst die Aufgaben, rettest dabei die Welt. Und ja. Noch Fragen? Wir werden noch oft miteinander spielen. Alles halb so schlimm. Kriegen wir hin. Wichtig, ein großes Problem bei Genshin ist, dass es so eine Art Gacha-Spiel ist. Diese Urgesteine und Wishes, Schicksale, kriegst du hin und wieder mal im Spiel umsonst. Aber in nicht sehr großer Menge. Für einen Free-to-Player-Spieler reicht es, aber viele investieren noch zusätzlich Geld rein und kaufen sich halt solche Wishes. Sprich, um einen der Charaktere sicher zu bekommen, die in diesen Bannern angezeigt werden, musst du gut so 200 bis 300 Euro investieren. Manche wollen ihn aber in der höchsten Konstellation haben. Zum Beispiel, wenn du hier auf die Figuren siehst du hier Sternbild. Also hier siehst du Bennett, habe ich zweimal gezogen. Einmal, um ihn hier zu haben und einmal, um das hier freizuschalten. Ich kann ihm aber noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal, 5 Mal nochmal ziehen. Und manche wollen halt ihre Charaktere auf der höchsten Konstellation. Das heißt, es geht locker 400 Euro in einen Charakter reinzustecken. Es wird noch schlimmer. Neben den perfekten Konstellationen, die du bekommen kannst, kannst du auch die perfekten Waffen für einen Charakter bekommen. Da kannst du noch mal ein paar 100 Euro investieren. Was? Gut, deswegen. Es gibt hier Leute, die haben hier Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Euros rein investiert. Oder anders gesagt. Das ist das Figurenhandbuch. Hier sind alle Charaktere, die du spielen könntest und auch ziehen könntest. Die goldenen sind die schwierigen zu bekommen über die Hauptbanner. Wenn du alle Charaktere auf dem Maximallevel haben willst, wirst du ein paar tausend Euro investieren. Wenn nicht sogar ein paar 10.000 Euro. Ja, es ist Open World. Ich spiele es komplett kostenlos, das Spiel. Und ich habe auch ein paar hier. Ich habe den hier als goldener Charakter, die hier, Madame hier und die hier. Aber alle halt auf nur C0. Und je höher die Konstellation ist, umso besser sind auch ihre Fähigkeiten. Aber man kann schon sagen, Genshin ist so ein kleines bisschen Pay-to-Win. Aber wenn du kannst es auch ohne Pay-to-Win spielen. Also kostenlos. Und dafür hat es eine wunderschöne Story, wunderschöne Landschaften und wunderschöne Musik. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Oh, Backe. Milena, das werde ich nicht vorlesen. Da weigere ich mich dazu. Das werde ich nicht vorlesen. Adventure time. Du findest die Musik von Genshin nicht gut?
Naja, wie gesagt, ich spiele ja auch Free-to-Play. Und habe bereits... Wobei ich spiele auch relativ viel, wenn man ehrlich ist. Aber ich habe es geschafft, bereits 4 zu bekommen. Und ich habe erst vor einem Monat angefangen. Was meinst du mit, was mache ich denn noch? Minecraft spiele ich auch. Und das werde ich sogar morgen streamen. Ne, ich habe vor einem Monat angefangen mit dem Account. Das ist aber nur mein Streaming-Account. Ich habe ja noch einen Main-Account. Nur, schreibt er. Er hat nur diese ganzen vielen Charaktere. Also auf dem Main-Account habe ich... Jean, die Luke, Mona, Keqing, Stracciatella, Zhongli, Ganyu, Euler, Kasua, Yoimiya und Nilu. Da. Immer diese Angeber. Lol. Willkommen beim Holzfäll-Simulator. Dann hast du Glück. Bei Forest darf ich auf TikTok nicht streamen. Da wurde ich schon mal ein paar Mal gesperrt dafür. Bis die endlich mal hingekommen haben, mir zu sagen, warum ich gesperrt wurde. Was? Raiden und Baidu rausgeschickt. Skandalös. Naja, bei mir ist es Ganyu. Ich bin Ganyu-Fan. Kann mir wer sagen, was der Stand um den TikTok-Bug ist? Na, ich mache jetzt nur noch die Kanne und danach bin ich quasi im nächsten Spiel, würde ich sagen. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Was mir letztens aufgefallen ist, die Sonne geht um die Tewat-Welt wirklich drum herum. Sprich, wenn hier morgen ist, kann hier bereits Abend sein. Das finde ich voll krass. Dominic Senpai, danke für den Follow. Hilfe, wo ist Genshin hin? Da.
Elena, danke für das 2023. Das sieht jetzt irgendwie anders aus. Mann, wo lang? Da lang. Ich heiße überall gleich Kasatka VR. Ich heiße auf Twitch Kasatka VR, auf YouTube und auf TikTok. This realm is Dekoration herstellen. Jetzt sollte ich genug haben für diesen komischen Tisch. Tisch. Wo ist der Tisch? Wieso sehe ich den Tisch nicht? Ich habe das falsche Holz gefarmt. Nein. Ich habe das falsche Holz gefarmt. Nein. Auch dieses Holz, oder? Grüße. M2, danke für den Follow. Ist das richtige Holz? Bin mir unsicher. Brauche ich... Nee, oder? Brauche ich das Holz? Kiefernholz, Inventar. Nein, das da. Kiefernholz, doch, müsste das Richtige sein. Ja, oder hier. Na, nicht klettern. Jetzt, Baidu, hör auf zu klettern. Schön, dass du gerne Bäume besteigst. Das ist kein richtiger Baum. So, jetzt sollte ich doch langsam genug haben, oder? Warum sollte man eigentlich nicht auf EU spielen? Gerade als Europäer. Das sollte jetzt doch hoffentlich reichen. Wie sieht es aus? Bam. Ansonsten demnächst müssten wir auch noch dieses Event machen. Nicht das. Hilfe. Da. Ja. Da haben wir noch ein paar Tage. Das müssten wir demnächst mal machen. Yay. Wer würde nicht was mit Sucrose anfangen? Wobei, ich glaube, Sucrose würde nichts mit dir anfangen. Du bist zu jung. So.
Wollte schon sagen, wehe, das Ding ist wieder. Warte. Ich brauche auch noch so Kisten und ich brauche Stroh. Da, diesen... Den brauche ich einmal. Ich brauche irgendwelche komischen Kisten, ne? Schatzkammer. Rationsbauplan. Die Kisten brauche ich. Den Rest... Moment, wo war das Stroh hin? Oder habe ich bereits das Stroh? Scheinbar habe ich den Stroh schon. Ah, da. Erlernen, erlernen. Einmal das hier, einmal den Stroh. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Nochmal 2 von denen, weil sie so schön sind. So, perfekt. Bin zufrieden. Okay. Nochmal bitte. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Ich bin verwirrt. Over-embellishing that fate only leads to misconception. Ich glaube, da will jemand gesperrt werden. Ah, hier. Na gut. Einmal den hier. Einmal den hier. Ich glaube, das Problem ist gelöst. Ich würde mal sagen, das Problem ist gelöst. Will noch jemand gesperrt werden? Keine Ahnung. Aber jetzt sind 2 auf meiner Blockliste. Und auch, da ich eine große... Das Schöne ist, in Twitch gibt es mittlerweile Blocklisten und ich bin in einer großen drin. Das heißt, die sind jetzt in einer ganz großen Blockliste bei ganz vielen Twitch-Streamern. Daumen hoch. Ich bin gerade verwirrt. Fate is called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. Ich weiß nicht, was soll das? Warum? Okay, für alle anderen, die es noch nicht mitbekommen haben. Auf Twitch gibt es jetzt Blocklisten, die werden unter Streamern umgegeben. Das heißt, wenn ihr bei einem Streamer Scheiße baut, werdet ihr nicht nur bei dem einen Streamer geblockt, sondern bei sehr vielen Streamern. Noch Fragen? Ah, die sind normal. Das passiert immer wieder mal. Na egal, gut. Ich bin dann soweit fertig. Ich habe alles. Dann können wir jetzt zu Phasmophobia wechseln. Oder zu dem Paranormal PI. Wollt ihr Phasmophobia oder Paranormal PI sehen? Es geht nicht darum, dass man mich hatet. Das waren einfach nur Spaßvögel, die meinen, in random Streams reinzugehen und Leute zu beleidigen. Denen macht es Spaß. Okay, hier habe ich 3, 4, 5 Mal Phasmo.
So, Saitexo. Fate is called as such, for it cannot be changed. Oh, Saitexo? Willst du auch quasi von den globalen Bannlisten weißt du? Dass Streamer miteinander ihre Bannlisten teilen können? Muss man nicht. Okay, alle wollen Phasmo. Dann spielen wir Phasmo. Wir wechseln zu Phasmo. Na dann, Phasmo wird beendet. Angefangen. Strictly Physics. Gut, also. Genshin wird beendet. Plong. Nee, ich dachte, wir sollten uns gegen... Naja, wir haben gerade gesagt, ich habe gerade erzählt von Bannlisten und dass, wenn man bei einem Streamer gesperrt ist, man bei einem Haufen Streamern gesperrt ist. Und ich dachte, machen wir unsere Bannlisten doch noch größer. Das heißt, dass so Spaßvögel noch bei mehr Streamern gesperrt werden. Du hast doch sicherlich auch schon die ein oder anderen witzigen Kollegen gesperrt, oder? Weil dann wird's noch... Lol. Na gut. Genshin wird beendet. Beenden. Naja, wir haben auch hin und wieder mal so random Personen, die reinjoinen und einen halt beleidigen. Wo ich da sitze und... Kollege, selbst wenn das ein Witz von dir ist, ein sehr, sehr schlechter Witz, muss ich dich jetzt sperren, weil ansonsten geht es mir an den Kragen, laut der TOS. Also selbst wenn es eure Art von Humor ist, macht es einfach nicht. Twitch ist da sehr empfindlich. Und von TikTok will ich erst gar nicht anfangen. YouTube wird demnächst, so wie ich das mitgekriegt habe, selbstständig Bots rausschicken, die sowas automatisch blocken und sperren. Na dann. Also, Vorsicht, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Die wären scheinbar noch schlimmer als TikTok und das will was heißen. So, es kann. Ja, es dann immer. Es beleidigt immer jemanden. Also, wir wollten Phasmo spielen. Wir wollten Phasmo spielen. Tada! Gut. Dann müssen wir das mal in TikTok umändern. Wir spielen jetzt Phasmophobia. Und auf Twitch muss ich das auch noch umändern. Phasmophobia. Perfekt. Noch Fragen? Wie, YouTube ist fast tot. YouTube ist immer noch eine der größten Videoplattformen überhaupt, wenn nicht sogar die größte. Gut, Livestreaming läuft jetzt nicht so gut drauf, aber dafür ist es die beste VOD-Plattform mit Abstand. Phasmo, wo bist du? Da. Und da sind wir. Tada. Wir haben immer noch weihnachtliche Deko.
Was meinst du mit noch was anderes? Um was geht es? Was meinst du mit Twitch hat zu viel Werbung? Die Anspielung verstehe ich gerade nicht. Machen wir hinzu. Wobei, nee, fangen wir gemächlich an. Mit Retrofield. Das machen wir so selten. Und go. Naja, sie sind zumindest geblockt. Ob sie raus sind, ist was anderes. Wenn wir gleich einen Bot-Raid reinkriegen, wissen wir, sie sind nicht raus. Dir ist schon klar, dass ich es auf der schwierigsten Schwierigkeit spiele. Brandon Cordero. Interessanter Name. Cordero. Ein Foto schießen unter 25% Sanity und den Geist zu bringen, eine Kerze auszublasen. Ernsthaft? Wir haben Nebel. Na dann. Na dann. Und was nehme ich noch? Eine Kamera. Naja, auf TikTok kann ich auch die Leute sperren. Oh, haben wir den Spiegel? Und vermutlich sollte ich erstmal eine Lampe oder sowas mitnehmen. Ja. Wobei. Lieber sowas und sowas. Ja, sonst ist ja der Stream so ein bisschen sprichwörtlich dunkel. Kamera und EMF. Weil gibt's hier. Ach, es gibt noch eine Position im Keller. Okay, der Geist ist scheinbar oben hinten. Kein Knochen, soweit ich das sehe. Nehmen wir dich mal mit, dich mal und... Ach so, hä? Ja gut. Dich hier. Der war hier scheinbar irgendwo. Bist du da? Wie alt bist du? Sollen wir gehen? Wo bist du? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Wo bist du? Bist du hinter mir? Vielleicht doch nicht hier? Na dann. Okay, dann bis morgen. Gute Nacht, danke, dass du dabei warst. Perfekt. Bam, 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 bam. Baba. Gummibären hüpfen hier und da. Vor allem die schwedische Version. Techno-Version, wenn wir schon von Openings sprechen. So. Bratwurst, wir sind hier nicht bei Alblali, oder glaubst du, Alblali huntet uns gleich? Du und du. Der hat doch schon wieder was angefasst. Ich habe ganz genau gehört. EMF 3, okay, also doch. Warte, hier.
Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Bist du horny? Sieht cool aus. Na dann. Aber ich brauche noch mehr Zeug. Komm. Den verlichten. Danke für den Follow. Hi. Haben wir einen Geisterorb? Warte, ich weiß ja noch nicht mal, ob das der Geisterraum ist. Wo ist das Thermometer? Ja, scheint der Geisterraum zu sein. Jo, ist es. Schreib ins Buch. Bist du da? Schreib ins Buch. Ich sagte, schreib ins Buch, nicht belästige die Tür. Aber keine Fingerabdrücke. EMF 5 aber. Boah, ich dachte gerade, der handelt. Was für ein Arsch. Aber er ist immer noch hier. Da ist ein Orb. Na dann. Hatte ich nicht hier gerade noch eine Kamera? Ach, da. Wo ist denn der Sack? Wie viele Lichter hat er kaputt gemacht, bitte? Krass. So, also EMF schließt schon mal den Mimik aus. Das heißt, wir haben einen Geisterorb. Das heißt, Raichu oder Obake. Und da ich keine Fingerabdrücke gesehen habe, vermutlich ein Raichu. Das wird ein leichtes. In VR kann ich das Spiel nicht mehr spielen. Aus irgendeinem Grund buggt es so ziemlich bei mir. Nehmen wir mal das hier. Und wir haben, glaube ich, ja den... Ach, ich habe 2 Kameras hier. Ups. Okay, wir haben auf jeden Fall den Spiegel. Bist du der Spiegel? Ja, bist du. Das heißt... Ja. Nehme ich nochmal eine Pille rein und dann hauen wir meine Sanity weg und dann schauen wir, welcher Geist das ist. Klingt das nach einem Plan? Außerdem brauche ich noch ein Versteck, falls ich ihn wirklich ärgern soll. So. Wo ist der Knochen? Da ist der Knochen. Komm. Wo ist die Maus? Ich sehe die Maus nicht. Ach, da. Du hell. Gut.
Nervensäge. So. Wo ist das UV-Licht? Da. Ist er überhaupt noch hier? Ja. Und er will duschen. Was zum Komiker. Kann ich mich hier verstecken? Ja, ich könnte mich hier sogar verstecken im Notfall. Das hätte ich 1, 2, 3, 4. Die nächste Kamera ist natürlich im Keller. Komm. Nehme ich dich noch mit. Eins, zwei. Wie viele brauche ich denn noch? Noch einen. Perfekt. Gut, dann sind wir eigentlich soweit. Na dann. Ja, ist gut. Du magst das Radio zu hören. Ich hab's kapiert. Wie kriege ich kein Startgehalt? Bis? Ich brauche auf jeden Fall erstmal ein Versteck. Ich könnte mich in der Küche verstecken. Warte, wie gut ist das Küchenversteck? Relativ gut. Gibt's ein besseres? Nein, hier zumindest nicht. Er jagt gerade. Okay, Elena, danke, dass du dabei warst. Okay, der jagt bereits. Ich brauche ein besseres Versteck. Ich bräuchte Dingsbums. Räucherstäbchen. Du mal hier rein. Möglich. Bin mir aber noch nicht... Hallo? Ich würde gern diese Taschenlampe aufnehmen. Das geht. Hallo? Taschenlampe. Okay. Ich darf nur eine Art von Taschenlampe in die Hand nehmen. Gut. Ich hinterfrage das nicht. Ich hinterfrage das mal nicht. Du hier und die Taschenlampe. Wobei, ich könnte noch dich hier rein. Habe ich noch irgendwas? Nein. Nö. Dominik, Senpai, was meinst du mit, du kriegst kein Startgehalt? Verstehe ich nicht.
So. Ja, du musst ja erstmal Aufträge machen, dann kriegst du Geld. Erst wenn du Aufträge gemacht hast, hast du Geld. Oh, da ist sogar ein Versteck. Warte mal. Bis zum... Bist du noch hier? Ja, du bist noch hier. Schön. Ich brauche noch mal die Taschenlampe. Jetzt brauche ich erstmal ein gutes Versteck. Was gibt's hier schöne Verstecke? Kann ich mich hier verstecken? Nein. Kann ich mich da hinten verstecken? Auch nicht. Kann ich mich im Keller verstecken? Oder ich verstecke mich wirklich in der Küche? Komm. Ich habe keinen Bock mehr drauf. So. Meint man Drachennest oder... Was meinst du mit Drachennest? Mein Discord-Server heißt Drachenhöhle. Schnief. Hm? Ich weiß. Den habe ich schon fotografiert und notiert. Aber das ist jetzt weniger das Problem. Wobei ich könnte noch versuchen, ein Foto zu schießen. Fotoapparat. Und einen Dots habe ich auch sogar. Nice. Das heißt, ich kann sogar sowas sehen. Na dann. Oh, er ist im Flur. Warum ist er im Flur? Hat er eigentlich schon die Kerze ausgeblasen? Scheinbar noch nicht. Dann hole ich noch eine Kerze raus, wenn er schon mal im Flur ist. Wie viel wiegst du denn, Milena? Du warst doch ein Fadergewicht, soweit ich mich das erinnere. So, viel Spaß mit der Kerze. Bye. Ich könnte noch die zweite Kerze anmachen. Oh, er hat sie ausgemacht. Perfekt, bin zufrieden. Damit, yep, habe ich. Oh, und wir sind bei 25% angeladen. Perfekt. Problem gelöst. Nee, ich habe hier nicht das Drachennest, ich habe die Drachenhöhle. Du verstehst nur Aubergine? Nee, Milena, du bist bereits Normalgewicht. Das heißt, maximal, du darfst nicht abnehmen, du darfst maximal Sport machen. Alles andere ist verboten. Woher? Du Sack, du Elendiger, du Sack!
Woher wusstest du das? Warte mal, seit wann kann ich mich hier bewegen? Ganz schnell. Raiju. Nein, ich war nicht schnell genug. Der kam direkt zu mir gesprintet, der Sack. War direkt. Mann. Was für ein Sack. Knief. Na gut, nochmal ein Zufall. Ah, Willow Street. Der kam direkt. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Kenny Birch. Bring ja den Geist eine Kerze aus. Oh, Räucherstäbchen. Okay, der Bereich beim Kühlschrank ist ein schlechtes Versteck. Hm? Ein bisschen mehr auf den Funden ist sogar ganz gesund, solange es nicht zu viel ist. Und wenn du weniger wiegen willst, beziehungsweise wenn du glaubst, du bist zu dick, dann solltest du es nicht über Hungern machen, sondern über Sport. Erst normal weiter und mach dagegen Sport. Dann bist du noch gesünder. Na gut. Na dann. Gehen wir rein. Wir nehmen noch eine Fotokamera mit. Und EMF. Komm. Da lang. Ah, wir sind hier. Nice. Ich bin in jedem Bereich tätig. Okay, wir müssen in den Keller. Oh, hier gibt es ein gutes Versteck. Kein Knochen, soweit ich das sehe. Nö. Oder ist das der Knochen ganz sneaky und hat sich im Versteck versteckt? Nö. Weil es alleine viel einfacher ist. Deswegen. Und viel weniger unheimlich. Allein habe ich eine gewisse Kontrolle. In der Gruppe bin ich komplett am Arsch. Man sich da viel besser absprechen muss. Und die meisten können sich halt nicht absprechen. Das ist ja der Witz. Komm. Ich sehe nichts. Wo ist der Knochen? Auch kein Knochen. Auch kein Knochen. Licht an. Ich sehe hier auch kein Knochen. Wieso mache ich an? Aus. Das Ding soll anbleiben. Ist der Knochen hier? Oh, wir haben das Ouija-Board. Das heißt, wir könnten das Ouija-Board fragen, wo der Knochen ist. Und jetzt kann es nur noch im Wohnzimmer sein. Ja, bin direkt dran vorbeigelaufen. Yay. Also Laura hört sich sehr nach einem weiblichen Namen an. Das heißt, ist hier irgendjemand, die... War das hier? Nee, hier hat er nichts angefasst. Hier auch.
EMF 3. Okay. Warte. Foto vom Knochen habe ich gemacht, genau. Einsacken, meins. Und was hat Milena gemacht? Yay, Glückwunsch, Milena. Du hast dich ja einmal nicht verletzt. Fühl dich geknuddelt. Also wir haben im anderen Stream jemand, der Laura heißt. Also auf Twitch ist jemand mit Laura. Nehmen wir dich, dich und dich. Nee, in TikTok hat jemand gefragt, ob es hier jemanden gibt, der Laura heißt. Nervensäge. Moment, wo hat er gerade abge... Hier ist doch gar nichts. Ist der überhaupt hier? Seltsam. Ich brauche ein Thermometer. Wackelkontakt in der Elektronik. Thermometer, Dots und Kamera. Grüße, Lumine. Tür ist zu. Okay, interessant. Falsche Kamera. Moment mal. Interesting. Ist das ein Beweis? Da kommt ein Geister. Witzig. Von wo kam dieser Geist? Nehmen wir mal dich mit und dich hier und dich hier. Nicht hier. Hier ist er. Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du lieb? Bist du böse? Sollen wir gehen? Bist du horny? Schaust du meinen Stream? Hast du mich abonniert? Okay. Okay. Interesting. Also werden wir scheinbar... Interessant. Haben wir eine Mare? Oder eine Moroi? Ja, wir könnten eine Mare haben. Interesting. Wir könnten eine Mare haben. Ich bin Drachenabenteurer. Wie oft denn noch?
Moment mal, hat er allen Ernstes das Licht ausgemacht? Ja, hat er. Boah. Ich hatte hier doch irgendwo eine wo ist die Taschenlampe? Na, dann nehme ich halt UV mit. Dann sehe ich wenigstens etwas. Auch wenn es nicht viel ist. Nervensäge. Okay, Saskia, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Aber bis jetzt haben wir, glaube ich, noch keinen einzigen richtigen Beweis. Wo ist das zweite Kreuz? Da. So. Kein Buch, gar nichts. Aber wir gehen davon aus, dass es eine Mare ist. Und eine Mare hat was für Oh, Buch. Sehr schön. Richtige Schriftsteller. EMF2. Hier ist nichts, hier war ich zu langsam. Weil entweder war es ein Bug oder sie hat sofort das Licht wieder ausgemacht, als ich es angemacht habe. Und das macht normalerweise nur Maris. Ace, könntest du bitte aufhören zu spammen? Danke. Also, was wäre es für eine Mare? Eine Mare bräuchte... Geisterbuch, Geisterbox oder Geisterorb? Das Kruzifix, falls der Geist in einem 3 Meter Radius vom Kruzifix jagen will, verhindert das Kruzifix das. Quasi sowas wie eine Lebensversicherung. Hust, hust. Ist sie noch hier oder ist sie weg? Nee, ist immer noch hier. Ah. Okay, der Geisterbox-Ball kommt gleich. Ach, ich brauche einen zweiten Sensor. Was macht sie da hinten? Ich sollte das Licht ausmachen. Ich nehme mal dich mit und den zweiten Sensor. Aber vielleicht ist es ja Muffin Time. Yes, I wanna die, die, die. Weil der geistert ja quasi hier gerade herum. Oh, witzig. Okay. Jetzt. Ah, was für ein Komiker. Ich sollte eine Pille rein.
Okay. Sehen wir einen Geistorb? Der müsste hier irgendwo herumfliegen. Oder die Geisterbox. Warte mal, ich bin bereits unter 5. Okay. Das wäre aber dann eher Uray, oder? Das wäre Uray. Nee, kann es nicht sein. Wir haben ein Buch. Wir haben keinen Diogen, wir haben keinen Tay, wir haben keinen Revenant. Und wir haben auch keine Mare. Oder nicht Mare? Moray. Shade unwahrscheinlich, dafür ist er zu aktiv. Außer wir haben einen extrovertierten Shade. Ah. Die hat aber extrem gut an meiner Sanity geknabbert. Die Kollegin. Servus W. Okay. Machen wir es anders. Kann es ein Geisterhaupt sein? Dann wäre es eine Mare. Geisterbox. Könnte es immer noch eine Mare sein? Gefriertemperaturen haben wir nicht. Fingerabdrücke könnte Meiling sein. EMF wäre aber auch eine Option. Und Dots ist komplett raus. Gut, wir brauchen kein Dots. Wenn jetzt Dots kommt, wäre es witzig. Komm, du hast gerade irgendwo die Tür aufgemacht. Ich sehe aber nichts. EMF 2? Du Sack! Manchmal was. Na gut. Was könnte es sein? Kann ich mich eigentlich verstecken? Unten war auf jeden Fall ein Versteck. Hier war keins. Eins, zwei. Ich sehe nichts. Aber ich sehe auch keine Fingerabdrücke. Oh. Gefällt mir nicht. Das ist Mama. Der Geist ist gut aktiv. Dann bedeutet es ja fast schon Poltergeist. Dann würden wir... Na gut. Bist du da? Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du horny? Machst du Meckes? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du da? Wo bist du? Sollen wir gehen? Bist du da?
Wie alt bist du? Bist du da? Bist du böse? Bist du lieb? Sollen wir gehen? Bist du lieb? Machst du Züge? Machst du meinen Stream? Wo bist du? Das ist doch ein... Okay. Wo ist dann der Geisterorb? Dann müsste es ein Geisterorb sein. Wo ist der Geisterorb? Wo ist der Geisterorb? Es kann nur noch ein Geisterorb sein. Wo ist meine zweite Kamera? Meine Sanity ist komplett im Eimer, wenn es so weitergeht. Gefällt mir nicht. Guten Morgen, Tracy. Naja, der Geist ärgert uns gerade. Meiling wäre Geister... Nee. Warte, was war Meiling nochmal? Also Shade ist es definitiv nicht so aktiv, wie der Geist ist. Ein kleiner... Ein Glühwürmchen, den man nur über eine Kamera sieht. Dämon wäre es auch nicht. So ist Maximilian. Es kann nur noch ein Geist... Oder EMF halt. Okay, dann gehen wir mal davon aus, wenn es EMF ist. Was wäre es dann? Komm. Spirit oder Meiling? Meiling oder Spirit? Könnten wir über Sanity Check ausprobieren. Oh. Gefällt mir nicht. Habe ich schon erwähnt, dass mir das nicht gefällt? Ah, Komiker. Ja, in der Theorie ist da noch eine Option. Da kommt's mir. Wie viel Pech kann man eigentlich mit diesen Geistern haben? Ernsthaft. Die kommen direkt zu mir rüber. Als ob die wüssten, dass ich... Hä? Das Spiel wieder verbuggt?
Hm. Ja, ich merke schon, ich bin zum Anknabbern. Hm. Na gut, das bringt da so alles nichts. Er muss immer noch eine Kerze ausblasen, der Sack. Nichts da. Vergiss es. Wir können noch eine Kerze aufstellen. Ach was, die eine Kerze sollte reichen. Was? Ganz sagen, kommt der schon wieder hier runter? Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Na gut. Also. 8, 7. Na dann. Gib ihm. Okay, jetzt müssen wir warten auf. Wir haben. Das heißt, wenn er bis 43 nicht jagt, haben wir den einen Geist. Wenn nicht, dann den anderen. Falls wir ihn erwischt haben, wohlgemerkt. Na, dann warten wir mal 3 Minuten, aber ich glaube, wir haben ihn erwischt. Mal schauen, ob er es ist oder ob er es nicht ist. Hatte der schon? Nee, oder? Der ist nur durch Salz durchgegangen. Genau. So, ab jetzt dürfte er theoretisch wieder die Hand, ne? Mal schauen, ob es klappt. Okay, er handelt. Gar nichts. Ich finde sie einfach nur heraus.
Ich dachte, er will gerade wieder zu mir kommen. Ach, er ist dann der andere Geist. Gut zu wissen. Aber diese Geister sind eher sehr öko, muss ich sagen. Witzig. Ja, komm. Ich bin raus. Bye, bye. Dann wird es EMF sein, würde ich sagen. Und mit EMF kann es nur eine Meiling sein. Und eine Meiling... kann ich eigentlich testen. Dann testen wir mal, ob es eine Meiling ist. Dafür bräuchte ich aber eine Taschenlampe. Das sagt wirklich wieder das Licht aus? Ne, hat er nicht. Ja. Rauszufinden, welcher Geist es ist, damit dann später hoffentlich ein Geisterteam kommt und es wegmachen kann. Ich bin quasi entbehrlich. Theoretisch dürfte sie jetzt die Taschenlampe nicht sehen. Ja gut. Ich glaube, das ist ein eindeutiger Beweis. Wir hauen ab. Sie hat die Taschenlampe nicht gesehen. Raus hier. Danke. Aber ich könnte sie noch abwehren. Na dann wehre ich sie noch ein bisschen ab. Ich bin heute mutig. Ausnahmsweise. Hier gibt es auch keine guten Verstecke. Skandalös. Ja, die sieht mich nicht. Hi. Problem gelöst. Easy going. Ist eindeutig eine Uray. Wieso? Wenn du weißt, welcher Geist das ist, weißt du, wieso du dich verhalten musst. Das ist relativ sicher. Relativ. Ja, und alle Aufgaben erledigt. Ich weiß, welcher Geist es ist. Eine Meiling. Na dann, hauen wir ab. Das war gerade der Beweis dafür. Wenn es jetzt keine Meiling ist, fühle ich mich verarscht. Da ist das Spiel. Gerade. Und?
Also war es doch eine Mare. Mein Anfangsverdacht. Aber die hat auf... Hä? Was ist das für eine Mare, die gar nicht auf das Licht reagiert hat? Hallo? Die Mare hat das Licht der Taschenlampe komplett ignoriert. WTF? Ich fühle mich gemobbt. Na gut, sei es drum. Sollen wir noch ein bisschen Paranormal PI spielen? Phasmophobia frustriert mich gerade. Ace, wenn du sehen willst, wie viele wirklich da sind, musst du Tick noch mal neu laden. Das ist ein Anzeigebug. Oh, wenn wir gerade da sind. Sind nur 17. Okay, Elena, danke. Und außerdem gibt es sowas wie Lurker. Also. Sollen wir jetzt quasi Schluss machen? Wir haben fast 1 Uhr nachts. Wollen welche ins Bett? Ich glaube, es ist spät. Wir sollten nicht so lang machen. Ich würde mal sagen, wir machen Schluss für heute, oder? Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Oder gibt es noch Fragen? Ich frage mal so herum. Habt ihr Fragen? Wobei, wir könnten noch mal quasi das letzte Mal für heute, oder keine Ahnung, wie lange das Winter-Event noch ist, einmal den Weihnachtsgeist beschwören. Das könnten wir noch machen. Na gut, dann danke. Na gut, das letzte Mal den Weihnachtsgeist. Beschwören wir noch mal ein letztes Mal den Weihnachtsgeist. Weihnachten. Dafür müssen wir runtergehen auf das hier. Dann geben wir mal dem Weihnachtsgeist seine Kekse. Nehmen wir Tanglewood Drive. Soll ja schnell gehen. Ja gut. Bereit und Start. Ja, was machst du dann? Wieso hast du eine kaputte Jalousie? Okay, Taschenlampe, Kamera und EMF. So, die letzte Mission für heute. Nicht hier, sondern hier. Also, haben wir hier ein Versteck. Hier hätten wir sogar ein Versteck. Wir haben keine Puppe, aber wir haben hier ein Cookie. Oh, da hinten war... Oh, noch ein Cookie. Gib mir den Cookie. Da war irgendwo da hinten. Ne? Okay. Naja, du hast heute ein Glück. Du hast heute ein Glück. Wenn das... Ihr könnt auch auf YouTube gehen, da habe ich jede Menge Bilder. Ist jetzt weniger das Problem. Naja, man muss 6 Cookies finden, ne? Die dann auf einen Teller packen, ne? Und dann kann der Geist sie essen. Und man beschwört den Weihnachtsmann. Oder den Heiligen Geist der Weihnacht, je nachdem. Nee, ich bin doch kein Musikproduzent.
Hat er was für mich? Wo hat er was angefasst? Hä? Wo hat er denn was angefasst? Bin ich blöd? Ach, da. Kein EMF und kein Geisterspiegel. Oh, ein Cookie. Den nehme ich mit. Thermometer und Kamera. Da scheint er nicht zu... Okay. Hier ist er nicht. Hier könnte er sein. Und ich habe hier sogar ein Versteck. Bist du da? Waren da gerade Dots? Waren da gerade Dots? Bist du da? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Sollen wir gehen? Okay. Er ist behind me. Wir haben keine Fingerabdrücke. Interessant. EMF 3. Ich hätte schwören können, ich habe Dots gesehen. Habe ich Dots gesehen? Das wäre dann ein seltsamer Geist. Holla, Cody. Nehmen wir mal dich mit. Nehmen wir noch einen Kruzifix zur Sicherheit mit. Und noch eine Kamera. Wie weit ist eigentlich meine Sanity? Noch ganz voll. Ja gut, dann haben wir das. Das müsste der Geisterraum sein. Die Friertemperaturen haben wir noch nicht. Warte mal. Und wieder Dots. Dann sind wir nicht hier. Wo habe ich das Kreuz Ach, da ist das Kreuz. So, perfekt. Und nochmal Dots. Okay, wir haben Geisterbox und wir haben Dots. Die Hutschen. Wir könnten aber jetzt auch nochmal nach Geisterorb suchen oder sowas. Wir haben ja scheinbar... Doch, da ist ein Geisterorb. Hab ihn gerade ganz klein gesehen. Sausli, Anthony. Los, ich hab dich ganz klein gesehen. Los, du Geisterorb. Widersetz dich nicht. Ich bin doch nicht blind. Also, was könnte es denn sein, wenn es ein Geisterorb wäre? Ein Yokai.
Eine Gruppe für was? So. Ich meine, ich habe doch hier einen Geisterhaupt gesehen. Da war wieder Dots. Oder war es nur ein Produkt meiner Fantasie? Was habe ich denn für ein Cursed Item? Wir haben nicht die Karten. Wir haben die Geisterbox. Oh. EMF 2. Aber keine Fingerabdrücke. Wieder Geister, Dots. Der will auch irgendwie nichts machen, der Sack. Na gut, mach. So viel dazu. Moment. War es ein Hinweis? Nee, kann kein Hinweis gewesen sein. Schade. Na gut, uns fehlt noch ein Hinweis. Der Geist will irgendwie nicht. Das ist gerade sehr frustrierend. EMF 2, keine okay, Fingerabdrücke können wir ausschließen. Keine Fingerabdrücke. Buch hat er auch nicht geschrieben. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Da waren wieder Dots. Was hat er angefasst? Wieder die Dinger hier. Na gut. So hat es keinen Sinn. Wieder EMF 2. Boah, du Sack. EMF 3. Excuse me? Excuse me, wo sind die Fußabdrücke? Ah, da. Okay. Perfekt, Geisterfoto. Bin zufrieden. Das heißt, es ist kein Phantom. Dann sind Fingerabdrücke eh vom Tisch. Haha.
Okay, er hat den Strom ausgemacht, der Sack. Okay, und... Warte, uns fehlt der Knochen noch. Da haben wir den Knochen. Hey, was war denn das da? Skandalös. Was macht meine Sanity? Oh, die ist ziemlich gut runter. Na gut. Suchen wir erstmal den Knochen. Na dann. Also, was könnte es noch sein? Es könnte Geisterbuch sein, das wäre Diochen. Fingerabdrücke sind raus. Geisterhaupt wäre Yokai. Gefriertemperaturen sind raus. Geisterbuch und EMF. Also, wo ist der Sack? Da, Geisterhaupt, da haben wir ihn doch. Mann, ist das eine tricky Geisterhaupt. Ich sag doch, es muss ein Geisterhaupt sein. Ja, da war es. Geht doch. Damit ist es eine Yokai. Gut, geben wir ihr mal die Kekse. Warte, davor brauchen wir noch ein Versteck. Warte, uns fehlen noch ein paar Kekse, glaube ich, oder? Wir haben noch nicht alle. Oh. Naja, gut. Da. Und abgelehnt. Was macht meine Sanity? Ich will nicht, dass er anfängt zu handeln, wenn ich gerade noch nach den Keksen suche. Was? Leute wollen mit mir spielen? Was? Wie, wo, wer? Warum? Uns fehlen noch ein paar Kekse. Hier ist kein Keks, hier ist kein Keks. Haben wir den berühmten Computer-Cookie? Ist hier ein Keks? Ne, keine Kekse. Da waren wieder Dots. Was? Wir haben nicht den berühmten Computer-Cookie? Jetzt bin ich beleidigt. Tschüss. Skandalös. 3 fehlen. Okay. Haben wir einen Bild-Cookie, der sich versteckt? Nein. Wir haben keinen Fernseh-Cookie. Auch keinen Couch-Cookie. Aber wir haben einen einsamen Küchen-Cookie. Oh, hier. Jetzt fehlt uns nur noch einer. Den haben wir schon und ich glaube, den haben wir auch hier. Genau, hier fehlt uns keiner mehr. Wo ist der letzte? Im Keller? Nein, das wäre ja unfair, wenn da in den Schränken Cookies wären. Wir haben alle. Das muss der letzte gewesen sein. Okay. Dann brauchen wir nur noch ein Versteck. Das Versteck hier ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich. Wobei... Zum Keller ein schönes Versteck?
Warte. Ich will aber auch auf Nummer sicher gehen. Ich habe keinen Bock, dass ein backender Geist mich platt macht. Entweder wir gehen in der Garage... Nee, ich gehe hier hin. Ich gehe in die Garage. So. Dann einmal das hier. Hä? Excuse me? Hä? Meinst du? Na gut, na gut, na gut. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Wir machen nämlich jetzt noch was viel, viel Besseres und Geileres. Ich lasse mich hier nicht verarschen. Jetzt machen wir nämlich was richtig Geiles. Wir holen uns jetzt den Center. Und zwar auf die Badass-Art und Weise. Wir verarschen ihn so richtig. Jetzt sind wir gleich so richtig Badass-mäßig unterwegs. Dachte ich auch. Ich bin auch leicht verwundert. So ganz leicht. Aber sei es drum. Wir wollen ja nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Was? Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich betrogen. So. Der liebe Santa wird jetzt verarscht. Ich habe keinen Bock auf die. Was? Ey, ich bin hier, du Sack. Ich glaube, das hat er gehört. Ich bin immer noch hier, in der Garage. Ey, du Sack, ich bin hier. Hallo. Ich war ganz unartig. Geht doch. So. War das alles? So, jetzt haben wir auch mal den Weihnachtsmann gesehen. Bin zufrieden. Santa wurde verarscht. Ach, uns fehlt hier noch was. Nein, nein, ist mir jetzt egal. Das? Ich glaube, uns fehlt noch der Knochen, oder?
Ja, uns fehlt noch der Knochen. Den hole ich mir noch. Den Knochen snack ich mir noch. Also ich würde mal sagen, das ist noch weit genug weg von der... Das hier, da ist willkommen. Wir waren noch weit genug weg. Da ist ein Löffel. Wo ist der Knochen? Ich sollte mir eine Taschenlampe holen. So, wo ist der Knochen? Hat jemand den Knochen gesehen? Wer hat den Knochen gegessen? Und da ist ein Hammer. Dann macht er einfach das Licht aus, der Sack. So, Knochen. Das sind Räucherstäbchen, kein Knochen. Hier ist auch kein Knochen? Nö. Hier ist auch kein Knochen. Wo ist der Knochen? Auch nicht. Hier war er auch nicht. Außer ich bin blind. Hat wer von euch den Knochen gesehen? Mann, wer weint? Ach so, Hilfe. Ihr seid wieder mal komisch. Hahaha. Wir hätten den Knochen doch sehen sollen, wenn wir die Dinger gesucht haben. Wo ist der Knochen hin? Nein. Auch kein Knochen? Oh, dafür ein schönes Versteck hier. Ah, lol, ich bin blind. Ich dachte, das sah aus wie so ein Spielball, lol. Okay, ich hab alles. Hauen wir ab. Na dann. Das ist eine Yokai. Weg hier. Perfekt. Bin zufrieden. Und jetzt habt ihr auch mal den Weihnachtsmann gesehen. Noch Fragen? Oh, Surprise, eine Yokai. So. Letzte Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ansonsten, ich streame immer parallel auf YouTube, Twitch und TikTok. Ich werde gerne hin und wieder mal auf verschiedenen Plattformen gesperrt. Schnief. Darunter TikTok. Habt ihr noch letzte Fragen? Perfekt. Wann habe ich das? Gestern, oder? Doch, gestern habe ich geduscht. Wieso? Miau. Miau. Gut. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr heute... Miau, miau. Ja. Dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Morgen würden wir Minecraft spielen. Dann wird, falls ihr euch erinnert... Warte, haben wir morgen Freitag? Haben wir morgen Freitag? Ja, wir haben morgen... Also wir haben heute Freitag. Heute wird Minecraft gespielt. Und denkt dran, der Server wird heute public gehen. Also, ja. In 19 Stunden können wir zusammen auf einem
quasi Public Minecraft-Server spielen. Also, alle, die Minecraft mitspielen wollen, auf den Drachen-Server, in die Drachenhöhle. Dort werde ich dann den Server für den Minecraft-Server posten. Das sind ziemlich viele Server in einem Satz. Bin mal gespannt, das wird ein Experiment. Was? Skandalös. Gut. Wie ihr auf den Discord-Server draufkommt, wisst ihr? Perfekt. Ansonsten, es haben sich bis jetzt nur 3 Leute beziehungsweise nur 2 Leute eingetragen, dass sie sicher kommen. Schnief. Schnief. Wie lange willst du arbeiten? Na dann. Dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns morgen, beziehungsweise heute, um 20 Uhr zum nächsten Stream. Ein Minecraft-Stream. Ein Play-Together-Stream. Na dann. Bin mal gespannt, was wir so gemeinsam spielen werden und aufbauen werden. Na dann. Gute Nacht. Als erstes wird TikTok wie immer beendet. Dann, gute Nacht. Träumt was Schönes. Bye, bye. Der Stream wird beendet in 3, 2, 1. Bye. Long. TikTok ist aus. So. Solo-Player. Du hast ja Zeit reinzukommen. Ich will gerade den Stream beenden. Danke gleichfalls. Gut. Die Frage ist, sollen wir noch jemanden raiden? Können wir noch jemanden raiden? Theoretisch, theopraktisch. Na egal, lassen wir es so. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend. Man sieht sich. Bye bye. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen. Und jetzt wird auch der Twitch- und der YouTube-Stream beendet. Gute Nacht. In 3. Ich bleib immer lange wach. Wir haben bald Silvester. Na dann, gute Nacht. Bye bye. 3, 2,